Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,500 exhibitors, the biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. And we're just getting started. Ready to jump into some gameplay? Then get set for Gamescom Opening Night Live, featuring the major announcements and brand new game trailers. Less watching, more playing? Then stop by Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from beloved indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indies, our show featuring the hottest new titles from the scene. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Join live shows, esports tournaments, and creator events at the Gamescom Event Arena. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website gamescom.global and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. While you're there, make your voice count in the Gamescom Award. Vote for the most exciting games, groundbreaking products, and jaw-dropping innovations presented here at Gamescom. Do you remember our incredible friends and gaming experts from IGN? Of course, they're back, hosting full days of Gamescom studio live streams on Twitch and YouTube. Oh, hey, AP, crashing the party.
you'll find our all-time favorite RPG Gamescom epics on our website. Join the community and grab your loot. Now moving on to something that is very important to us. Our initiative Gamescom Cares. We want to shine a light on social and environmental responsibility. In order to reduce emissions, Gamescom runs on 100% renewable energy. Just as important, accessibility is key for us. Gamescom should be a safe, inclusive space for everyone. Speaking of inclusive spaces, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music, awesome shows, and all kinds of fun. Did we mention? Entry to the City Festival is free for everyone. Welcome to the playground. Welcome to Gamescom. Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Gamescom Studio 2025. Ich bin immer noch der Manuel, wir sind immer noch auf der Gamescom mit der wunderbaren Anne. Hallo. Und ihr seht schon, unser Studio hat sich leicht verändert. Wir haben es nicht etwa umdekoriert, wir haben uns gerade hier reingeschmuggelt in die Indie Arena die hier auch ein wunderschönes rosa Studio haben. Denn unser Schwerpunkt heute ist Indie. Wir schauen uns ganz viele Spiele hier bei der Indie Arena an, aber natürlich auch im Studio sind ganz viele wunderbare Menschen da, die Indie-Spiele machen. Ich habe zum Beispiel Hela gespielt, ein Spiel mit kleinen Mäusen, die Froschrucksäcke haben. Aber auch du hast dir hier spannende Sachen angeschaut. Katzen habe ich gehört. Katzen waren dabei, Antiquitäten waren dabei, Formen, die Bus fahren, die Auto fahren, die ins Kino gehen, in Schwarz-Weiß oder auch in Bunt. Also es ist wirklich ein tolles Potpourri an Spielen geworden. Also große Liebe für Indies, heute hier im Gamescom Studio 2025. Viel hier live von der Indie Arena, aber auch aus dem Home of Indie und vielen weiteren Indie-Entwicklern bei uns im Studio und Entwicklerinnen. Also bleibt dran, es wird heiß. It's Saturday night somewhere, so make some noise for Lego Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But will you be helped by friendly krakens? Or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings? That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini-games, Ted? We've got more of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in Lego Party! Whoa, that is looking mighty tasty. Hey ihr! Für Fortnite! Ja, was ist denn so geil an Fortnite? Alles. In Halle 8 befinde ich mich gerade und zwar beim Lego-Booth. Der ist diesmal richtig groß geworden, weil es mehrere IPs gibt, die diesmal dabei sind. Unter anderem Lego Batman, Minecraft, Animal Crossing habe ich gesehen und natürlich auch One Piece. Wir schauen uns mal an, was ihr hier alles erleben könnt. Und hier sind sie auch, unsere Lieblingshandwerkerbrüder. Wie geht's euch denn eigentlich so? It's me, Mario. Ja, wundervoll. Also das ist schon mal gut. Super Mario ist auch dabei. Mal gucken, was wir hier noch alles entdecken können. Kommt mal mit. Also, was haben wir denn hier? Oha. Der ist natürlich auch cool. Der ist direkt in einem Racing Car schon drin. Hat hier seine ganzen Kollegen mitgebracht. Der Yoshi ist dabei. Das sieht natürlich auch ziemlich cool aus. So eine von den Pflanzen. Und natürlich, ja geil, so ein schöner Gameboy, ne? Den vermisse ich. Den vermisse ich wirklich, sag's euch, wie es ist. Schauen wir hier nochmal. Ja, Bowser darf natürlich auch nicht fehlen. In einer Ultra-Gigantomania-Riesenversion. Und das alles wahrscheinlich aus unzähligen Lego-Steinen.
Irgendein Praktikant saß hier gestern extrem lange rum, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich gebe mich mal daneben stellen als größten Vergleich. Also ich bin 1,73 for reference, nur dass ihr Bescheid wisst. Und hier drüben haben wir jetzt auch die Party-Area gefunden. Und hier ist der liebe Chris Webb. Der hat einiges uns zu erzählen über Lego Party. Hi, nice to meet you. You too. I'm Chris from SMG. So I heard you're with the dev team as well, and so you know everything about this game. So what can you tell us about it? What can we expect? I wouldn't say I know everything about it. It's a pretty big game, but we've got 60 mini games, 4 challenge zones, pirate, space, Ninjago, theme park, Switch, Xbox, PlayStation, Steam, crossplay. It's got it all. Yeah. Oh my God, obsessed with crossplay. I think that's the right direction. I think everyone should just do that as baseline. Yeah, absolutely. Especially with you want to play a party game with all your friends, right? You don't want to be locked in. Absolutely. Exactly. Like I can't force someone to buy the exact same consoles that I have. How's Gamescom been treating you? What's it like at the booth? Is it busy? Is everyone having a good time? Yeah, this is my first Gamescom. It's massive, absolutely amazing. Lots of happy screaming, heaps of really fun families coming back. 13 times I think is the record. So yeah, they're loving it. It's great to see. Great response. Wow, amazing. Also ihr habt es gehört, über 60 Spiele gibt es in Lego Party. Ihr könnt es Crossplay spielen, also auf allen Plattformen mit allen Freunden, die ihr so finden könnt. Und hier auf der Gamescom kommt der Stand natürlich super an. Das ist die ganze Zeit voll, die Leute sind laut und freuen sich und sind natürlich ganz aufgeregt, das Spiel zu testen. Thank you so much. Wishing you a happy Gamescom. Yeah, thank you so much. It's been fantastic. That's so good. See you next year then. Absolutely, I hope so. Alright, wir schauen uns jetzt noch einmal kurz um in die Richtung dort. Da habe ich nämlich gehört, gibt es meinen guten Kumpel Batman. Tja, das ist er, ne? Der miesgelaunte Held von Gotham. Lego Batman, ziemlich beeindruckend. Er auch hier, ja. Ganz toller Typ. 23.900 Steinchen stehen hier neben mir in der Form von Batman. Und das nicht ohne Grund. Lego Batman bringt ein Computerspiel raus und zwar nächstes Jahr. Man kann es mit 1 bis 2 Spielern spielen und es ist auch so eine Art Open-World-Game mit dem klassischen Lego-Humor. Ihr wisst schon, ne? Lego Batman vielleicht aus dem Lego-Movie, Darkness, No Parents, man kennt ihn. Und das kann man hier natürlich auch testen und das tun die Leute auch schon ganz fleißig. Hier ist eigentlich jede Station belegt. Und ich habe da hinten auch schon was gesehen, was ich sehr, sehr wholesome finde, nämlich eine komplette Wand aus mehreren Mosaiksteinen. Let's go! Ich stehe hier vor einem Mosaik, was ihr gebaut habt, und zwar über die letzten Tage aus unzähligen kleinen Mini-Einzel-Lego-Steinen, weil ihr einfach so geil seid. Guckt euch das an. Dieses ganze Ding, natürlich war schon mal vorher gedruckt und so, aber ihr habt jeden einzelnen Piece da die letzten Tage selber reingesetzt. Bis zum letzten Piece, dem One Piece. Tja, guten Tag, Herr Luffy, ne? Wie geht's? Also, nicht schlecht. Ja, diesmal nicht aus Gummi, sondern aus Legos. Das finde ich natürlich ziemlich beeindruckend. Diese Version wurde extra für die Gamescom gebastelt. Und hier unten kann man sich da auch mal genau angucken, wie es aussieht. Schaut mal, ungefähr 60.000 Bricks sind hier drin, knappe 100 Kilo. Und das Ganze hat 210 Stunden gedauert. Nicht schlecht. Man kann hier tatsächlich jeden Tag was anderes bauen. Gestern war es das Mosaik, was ihr gesehen habt, was fertiggestellt wurde. Und heute kann man eine Gum-Gum-Fruit zusammenbauen. Eine Gum-Gum-Fruit, ja, ich weiß, lasst die Spoiler jetzt aus den Kommentaren raus, okay? Ja, wofür ist das denn, denkt ihr euch? Ja, das sind hier die Kacheln für diese Wand. So hat hier jede einzelne Kachel angefangen. Jeder kann hier sozusagen hingehen, sich so ein Ding rausnehmen und dann eigentlich direkt loslegen, ja, entweder ein paar eigene Designs zu machen oder von irgendwelchen Charakteren, die man eben gerade mag. Und das finde ich schon, ist eine sehr, sehr süße Idee. Die Leute von Lego haben uns auch schon gesagt, dass immer wenn das voll ist, dann wird das abgebaut. Die werden auch nicht irgendwie wieder auseinandergerissen oder so. Die werden von dem schön gespeichert und mitgenommen, einfach weil es eine schöne Sache ist. Vielleicht gibt es dann später irgendwie noch ein Mashup davon oder sowas. Ich finde es ganz cool. Man sieht hier alle möglichen verschiedenen Sachen. Hier so sehr 3D, so ein bisschen ist ein Auto drauf. Hier finde ich sehr cool, Batman-Logo.
auch ziemlich geil hier mit diesem Schwung hier gemacht. Wir haben ein bisschen Joker, ein bisschen One Piece, ein Sonic ist dabei, Pokémon. Also ziemlich süß hier. Ist eine schöne Idee, kann man mal machen, während man vielleicht darauf wartet, dass man gleich einen Platz beim Spielen bekommt. Ich bastel hier jetzt das IGN-Logo drauf und wir sehen uns im Studio. Leute, ich glaube, ich habe das Spiel der Messe gefunden. Wenn ihr aufmerksam wart und die Opening Night Live Pre-Show gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich stehe jetzt hier vor Danieltech mit einem der Entwickler und das ist der gute Angel. Hi, nice to meet you. Very nice to meet you. Thanks for coming. I'm so happy I found you because I would love to talk about this game. What is Danieltech? Please explain this for everybody. So in a nutshell, it's Tony Hawk but with Japanese trains. So yeah, a combination of trains, skate and Japan in a single game. All right, and how? Why? It's not even, can't even think of the right question because it's so freaky. Why did you decide to make this game? So for a bunch of reasons, we are skaters ourselves in the dev team. We love Japan, we've been there many times and really dig like all the cultural rhythm that you can feel when you're there. But the idea actually came when the game director was playing with a Japanese train toy model, as if it was a finger skate. And he was like, oh, wait, what if we made a game out of this? And then he pitched that to me. And I said, this is crazy, this is not going to work. But then I made a prototype for a couple of days and it was amazing. So that's how it came to be. For how long have you been working on this game by now? So it's been a couple of years and we're still a few months for finishing it, but it's so exciting to finally announce it. And when does it come out eventually? So it's coming out on spring 2026. Yeah. Every platform? So at the moment we have announced PC, PS5 and Xbox Series, and hopefully it can get in more platforms, but those are the ones that were confirmed at this time. It's still a freaky idea. I love it very, very much. How many people are working on this game? So the core team is around 11, 12 people. We have some collaborators, for example, for the music. We are collaborating with T. Lopez, which we love his work in Sonic Mania, Streets of Rage 4, and he's amazing. Also, we are working on some external writers, but the core team is around 11 people. That's amazing. I wish you the best of luck with this game. I love it, it's awesome, and I hope it gets all the awards. Oh, really? Oh, thank you very much. Hopefully. Da drücken wir doch alle gerne die Daumen. Ich finde, das ist mal eine wirklich ausgefallene Idee, die es so noch nicht gab und das sollte belohnt werden.
Meine Lieben, willkommen zurück hier im Gamescom-Studio mit IGN und ich habe die Ehre, über Starbird zu sprechen mit Zvi und Miriam. Willkommen im Studio. Was für ein schönes Spiel. Wirklich, also was für ein schönes Spiel. Wie habt ihr euch oder warum habt ihr euch für diesen Artstil entschieden? Ja, wir möchten wahrscheinlich beide antworten. Ja. Ein für uns total spannendes Projekt. Aus Tucaner Seite, wir machen sehr gerne 3D-Games und als wir mit kurz gesagt zusammen ins Gespräch kamen, uns irgendwann für einen Prototypen entschieden haben, woran wir weiterarbeiten wollen, war klar, dass wir einen Artstyle entwickeln müssen, wo wir uns beide drin wiederfinden, aber wo eben auch für kurz gesagt die Brand-Kompatibilität da ist, also wo man erkennt, dass es ein kurz gesagt Game ist, obwohl es ein 3D-Spiel ist, weil eigentlich sind die kurz gesagt Animationsvideos ja 2D. Und da haben wir ganz viel Zeit reingesteckt. Ja, und Tucaner hat einen extrem guten Job darin gemacht, das zu übersetzen, aber auch auf eine Art und Weise, in der Starbird dann immer noch so seine eigene Identität hat. Starbird fühlt sich, sage ich mal, sofort von Anfang an so ein bisschen anders an als die, ich sage jetzt mal, als die meisten so Space Games, die man ja irgendwie gewöhnt ist. Könnt ihr beschreiben, auf was für eine Erfahrung sich die Spieler da vorbereiten können? Magst du? Also ganz am Anfang, als wir noch den Prototypen hatten, da war eigentlich schon eines der Herausstellungsmerkmale, dass man eben diese Asteroids drehen kann und von allen Seiten bebauen kann. Und das hat uns bei kurz gesagt auch extrem gut gefallen, weil wir das so noch nirgendwo gesehen haben. Das heißt, das Drehen, das Platzieren und dann eben das Verbinden, das ist auf jeden Fall ein großer Kernpunkt des ganzen Erlebnisses. Ja, voll. Das war uns auch total wichtig, dass wir was machen, was so ein bisschen frisch ist in dem Grund-Gameplay-Loop. Und auf der anderen Seite wollten wir auch nicht so das klassische dunkle Weltraum, was sehr Sci-Fi-mäßig ist, sondern wir wollten auch was, das sehr einsteigerfreundlich ist, wo man vielleicht, wenn man einen Screenshot sieht, sofort erkennt, das ist ja dieses Game mit den Vögeln in Space. So. Also das ist uns halt total wichtig, logisch. Großen Wiedererkennungswert zu schaffen. Ja. Und und wir mögen halt einfach farbenfrohe, minimalistische, cozy Sachen und deswegen haben wir uns quasi entschieden, einen Cozy Space Factorio zu machen. Ja. Das merke ich mir, schreibe ich mir direkt. Ja. Miriam, Erkundung bzw. Exploration generell scheint ja so ein zentraler Punkt zu sein im Spiel. Wie habt ihr das organisiert oder geschafft, strukturiert, dass dieses Pacing letztendlich eher auffordernd ist als, sag ich mal, als die Leute irgendwie zu überfordern? Weil es passiert ja ganz schnell, dass Leute irgendwie, wenn es ums Erkunden geht, sagen, boah, das ist jetzt hier viel zu viel. Ja, das stimmt. Und für uns war auf jeden Fall ein Punkt, dass wir sowohl Leute ansprechen wollten, die schon sehr viele Strategiespiele gespielt haben und da richtig drin sind, als auch Leute, die vielleicht tatsächlich nur kurz gesagt kennen, eventuell einen Steam-Account haben, aber vielleicht nur so das ein oder andere Spiel, dass es eben für die nicht so überfordernd ist. Und ich glaube, ein zentraler Aspekt war auf jeden Fall, wie viel in jedem Level eingeführt wird und da dann quasi langsam aufzustocken, aber auch auf eine Art und Weise, dass es nicht immer nur ein neues Element ist, sondern diese neuen Elemente, neuen Maschinen, neuen Ressourcen, die man finden kann, immer miteinander agieren, sodass man auch die Zusammenhänge gut begreifen kann. Jetzt hast du gerade, Miriam, du hast jetzt gerade das schon angesprochen, aber wir sehen jetzt gerade so ein bisschen B-Roll. Wenn man das so sieht, das fühlt sich schon fast so, ich sage immer so meditieren, wenn man so im meditativen Status ist. Man spielt so ein Spiel, das kennen wir glaube ich alle, man sitzt im Zug oder man liegt auf dem Bett und man ist nur so halb da, aber man fokussiert trotzdem komplett im Tunnel auf das Spiel und das Spiel scheint dafür perfekt zu sein. War das eine bewusste Entscheidung, war das ein Ziel? Oder gehört das einfach so generell zum übergreifenden Erzählungsprozess? Soll ich mal? Ja. Sehr gerne. Also genau wie du schon richtig gesagt hast, uns war total wichtig, dass wir so mehrere Spielertypes vielleicht auch abholen. Und wir wollten unbedingt dafür sorgen, dass Leute, die vielleicht überwältigt sind von Games wie Factorio oder Satisfactory, dass die hiermit halt eine Möglichkeit haben, ein chilliges Automation-Game zu haben und einfach eine entspannte Experience. Und dass auch die sonst die komplexen Spiele spielen, mit Starbird halt vielleicht mal ein bisschen runterkommen können. Trotzdem bietet das Spiel später sehr viel Komplexität und Spieltiefe. Also man kann da auch ganz tief reingehen. Und wir wollten unbedingt dafür sorgen, dass man beim Bauen wieder in so einen meditativen Flow reinkommt. Also genau wie du gesagt hast. Wenn du jetzt gerade schon dabei bist und wir sehen es hier gerade so schön, von der technischen Perspektive her, was war denn gab es einen schwierigen Teil, irgendwie dieses flüssige, atmosphärische Universum zum Leben zu erwecken? Also es ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, ein Spiel so zu bauen, dass du
nicht groß was darüber wissen musst und einfach einsteigen kannst. Gerade wenn du so viel interagierst mit Objekten. Also bei uns ist ja so, dass du die Pipes, also die Verbindungen selber legst und in 360 Grad von allen Seiten auf einem Asteroiden bauen kannst, der semi-prozedural generiert ist. Da ist sehr viel Tech im Hintergrund, das denkt man vielleicht gar nicht, aber das dauert doch recht lange, bis sowas so flüssig und, und so nicht ruhig total rüberkommt. So ruhig, genau, und nicht total janky ist und die Pipes auf einmal ganz woanders sind. Das Spiel erscheint ja wirklich wie so perfekt ausbalanciert zwischen einer Herausforderung und dieses Beruhigende, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wie habt ihr euch im Team entschieden oder hat eine Person das entschieden, wo auf dem Spektrum sozusagen Starboard am Ende leben wird? Ja, es war schon ein längeres Gespräch, auch auf beiden Seiten. Grundsätzlich war uns total wichtig, dass wir Tucana nicht zu sehr einschränken, was das Gameplay angeht, weil in allererster Linie wollten wir ein Spiel machen, was ganz viel Spaß macht. Und je mehr Einschränkungen man von außen gibt, umso mehr kann man das natürlich auch gefährden. Und auf der anderen Seite war uns vor allem wichtig, dass es eben diese Spieltiefe gibt, dass es Komplexität gibt, dass auch die Prozesse, die hier stattfinden, die sind natürlich nicht realistisch, aber sie sind oft auf den zweiten Blick oder wenn man so unter die Haube guckt, so ein bisschen plausibel. Und das war eher der Fokus, den wir gelegt haben. Deswegen ist das für uns auch total in Ordnung, dass es eher entspannt ist und dass es keinen Timer gibt, der einem jetzt unter Stress setzt, sondern dass man quasi mit der eigenen Geschwindigkeit spielt. Okay, Miriam, jetzt hast du gerade schon ein Wort angesprochen, Entspannung. Ja, du hast jetzt gerade das Triggerwort direkt. Welche Emotionen, und das ist ja bei jedem Spiel ist das eine andere Emotion. Ich habe diese Gamescom ganz oft gefragt, weil wir wirklich so eine Bandbreite an Spielen hier vor Ort haben. Welche Emotionen bzw. so welchen State of Mind hofft ihr denn, dass Spieler so empfinden oder erreichen, wenn sie sozusagen mit dem Spiel durch sind? Ja. Also für mich persönlich, ich glaube, da hat vielleicht auch jeder, findet so einen anderen Aspekt am Spiel. Für mich persönlich ist es auch nur noch ein weiterer Asteroid, so noch ein Gebäude platzieren und noch eine weitere Quest machen, genau. Ja, voll, also genau so. Wir haben sehr lange daran gefeilt, wieder ein System zu haben, eine Spielmechanik, wo man einfach so eine geringe Hürde hat, dass man einfach Bock hat, okay, ich platze hier noch einen Extractor, ich ziehe noch eine Pipe, ich liefere noch eine Ressource oder ich erfülle noch eine von den Quests, um noch ein bisschen mehr Coins zu bekommen. Und als wir irgendwann gemerkt haben, diese Balance stimmt, da wussten wir, okay, das ist ein guter Kern und darauf bauen wir weiter auf. Also das ist uns immer total wichtig, dass dieses Grundgerüst gut funktioniert und man sich in der Mechanik einfach in so einen richtigen Flow spielen kann. Ja, und der Flow unterscheidet das Spiel ja auch. Das ist ja tatsächlich gerade auch der Punkt, wo ich sage, die meisten Space-Titel beschäftigen sich ja ganz oft mit Combat. Einfach das wegschießen, das wegholzen, da drauf ballern, das zerstören. Was hat euch denn dazu gebracht, am Ende zu sagen, okay, wir gehen hier eher so diesen reflektierenden Approach, wo wir uns eher mit uns selber beschäftigen, obwohl wir ja eigentlich an diesen Asteroiden werkeln, ist es ja doch schon sehr reflektierend für sich selbst. Wir sitzen zu Hause und machen das einfach für uns. Ja, also ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, wofür, kurz gesagt, und wofür auch Tucana so auch unabhängig voneinander stehen. Also wir haben ja bei Dorfromantik auch ein Spiel gemacht, was gewaltfrei ist, was eigentlich voll entspannt ist, sehr meditativ, wo man einfach gut mit runterkommen kann. Und auch kurz gesagt hat ja schon so ein bisschen so einen cozy Vibe, auch immer dieses bisschen tongue-in-cheek. Ja. Auch immer ein bisschen Existential Dread mit reingestreut, ist klar. Aber das wollten wir dann eben aufgreifen. Und dann war uns klar, okay, wir können jetzt keinen Shooter machen, also gar nichts gegen Shooter, aber das hat einfach nicht so sehr in unser Profil gepasst. Und dann war klar, dass wir halt wieder eine entspannte Aufbau-Experience bauen wollen. Genau, und in den kurz gesagt Videos, also wir haben sehr viele Vögel und die brauchen wir auch, weil manchmal passiert denen in den Videos ja auch was. Aber wir waren zum Beispiel bei Starbucks ja auch für die ganze Story zuständig und haben dann gemerkt, ja, wenn die Vögel dann irgendwann nicht mehr da sind, dann wird es auch schwer, damit eine Story zu erzählen. Deswegen hat es für uns auf jeden Fall auch ganz gut gepasst, dass wir eben diese Crew-Charaktere haben, die man auch durch die gesamte Reise mitverfolgt, da sind sie schon. Und ich glaube, das hat dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Charakter gegeben. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben denn diese visuellen kleinen Merkmale, die du ja gerade auch schon angesprochen hast, alleine die Crew und jetzt haben wir hier gerade so ein kleines Story-Element. Wie schafft ihr es, dass das sozusagen auf der einen Seite organisch wirkt im Spiel, aber gleichzeitig die Leute nicht zu sehr rausholt aus dieser Immersion, wenn sie dann sozusagen an dem Asteroiden spielen, schon seit Stunden, dass man dann nicht sagt, boah,
jetzt hätte ich aber lieber gern direkt weitergemacht, jetzt muss ich mir das hier angucken. Ja, genau. Also tatsächlich sehr viel ausprobieren, sehr viel iterieren und wir haben uns dann so bestimmte Regeln gesetzt. Das kann man auch dann sehen, wenn man spielt. Bei einem Level, da gibt es immer am Anfang und am Ende so ein bisschen längeren Dialog, der dann auch oft in eine Cutscene überführt, die Geschichte dann so mit so viel Kontext wie möglich erzählt. Und zwischendrin geben die Birds, die haben auch alle ihre eigenen Rollen. Zum Beispiel hier ist Ruth, sie ist der Engineer Bird und da ist Stella, die Wissenschaftlerin. Und die geben einem eben dann auch die verschiedenen Quests. Das heißt, man hat so ein bisschen Kontakt mit den Birds, auch wenn sie nicht unbedingt reden. Ja. Genau, aber während dem Gameplay kommen sie eigentlich immer nur kurz rein und erklären vielleicht ein neues Gameplay-Element. Also auch etwas, was Gameplay bezogen ist und stören aber quasi den Gameplay-Fluss auch nicht zu sehr. Der Wissenschaftsvogel. Ach, das ist schon sehr wholesome. Also ich finde sowas immer sehr beruhigend. Das ist so, gerade wenn man nach Hause kommt nach einem stressigen Arbeitstag, ist das genau das Richtige. Wenn ihr das Spiel jetzt zum Schluss zusammenfassen müsstet und erklären müsstet, was es wirklich abhebt von allen anderen Space Games, die es so gibt, wie würdet ihr das tun? Sollen wir beide jeweils einen kleinen Pitch probieren? Ja, cool. Ich bin gespannt, was du sagst. Let's go. Das bin ich auch. Also aus meiner Sicht finde ich, dass das Gameplay-Element wirklich mit dem Drehen und diesem 360-Grad-Bau was ganz Besonderes ist, weil es hat so was Haptisches, fühlt sich fast ein bisschen toy-like an, auch wenn es nur auf dem Schirm existiert. Das gefällt mir total gut. Und das andere ist, dass man eben die Persönlichkeiten von den Birds kennenlernt und die sich auch so ein bisschen entwickeln während der Geschichte. Und Birds in Space sind auf jeden Fall immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Ja, cool. Ich würd es ähnlich sagen, aber ich würde auch noch sagen, dass für uns dieses sehr freie Spielen sehr wichtig war. Wir wollten weg von dem klassischen Grid auf einer Fläche. Wir wollten ein Automation-like, sage ich mal, machen, was nicht so überfordernd ist, wo man von allen Seiten auf einem Asteroid baut, wo das, was du tust, vergleichsweise organisch sich verlegt. Also du kannst es gerade machen, wenn du willst, du musst es nicht. Und die Spielenden können das Spiel so sehr zu ihrem eigenen Spiel machen, weil entweder spielst du ganz entspannt und du spielst einfach die Kampagne durch, du erlebst diese Storyline, diese Reise der Birds, oder du gehst voll rein in die Stats. Es gibt so einen Button, wenn man auf die Station klickt und dann sieht man wirklich, wie viele Ressourcen pro Minute lieferst du, wie effektiv bist du und du kannst auch dafür einen Score bekommen. Also es bietet diese beiden Spielmöglichkeiten. Also ich bin wirklich gespannt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr, sehr gefreut, Miriam Zwie. Ich gebe ab, zurück an das restliche Team. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, wir kuscheln uns jetzt hier im Studio unter unsere Decken und spielen einfach ein bisschen Wholesome Songbird, oder? Ja. Also tschüss an euch, bis später. So, ich bin heute in der Indie-Arena-Booth unterwegs und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht alleine, denn ich habe mir tatsächlich die Frau hier rangeholt, die das alles regelt, was hier passiert. Valentina, hallo, wie geht's? Gut, müde, exhausted, noch müder, aber auch ganz schön glücklich. Das kann ich verstehen. Erzähl doch mal, die Indie-Arena-Booth, die ist hier jedes Jahr. Wird die gefühlt immer größer oder wird sie immer größer? Es ist tatsächlich größer geworden dieses Jahr. Wir haben um ein Drittel vergrößert, also 500 Quadratmeter mehr uns gekauft und die in Platz primär investiert. Also wir haben ein paar mehr Spiele, aber wir haben auch einfach in größere Gänge und ein bisschen mehr Platz für jeden Einzelnen investiert. Also 2000 Quadratmeter jetzt. Und wie viele Spiele werden hier ausgestellt bei euch? 207. Oh, das ist aber eine krumme Zahl. Wie sucht man denn, wie findet man 207 Spiele, wo ihr denkt so, ja, das passt, das wollen wir gerne bei uns haben? Ja, also theoretisch könnte ich auch wahrscheinlich 1000 Spiele featuren, aber das ist dann unübersichtlich auch für die Endkonsumentinnen. Also wir haben eine große Jury, eine internationale Fachjury, das sind 70, 80 Leute ungefähr und die helfen uns, diese ganzen Spiele zu bewerten. Also wir haben 470 Submissions gehabt für diese Plätze. Und das war schon wirklich schwer und ganz viel Herzschmerz bei der Auswahl dann der Finalen. Aber es hat geklappt und ich bin ganz glücklich und ich glaube, wir haben ein sehr starkes Line-Up dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ich habe mich schon ein bisschen umgeguckt und habe auch schon ein paar Sachen angespielt. Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Liebling oder das solltet ihr unbedingt ausprobieren? Also als Mutter weiß ich nicht, ob man so ein Lieblingskind haben darf. Ich habe natürlich trotzdem ein paar, aber das ist mehr so eine persönliche Präferenz. Also ich spiele wirklich gerne so cozy Dinge und so. Und deswegen, was ich
richtig gerne mag, ist Map. Das hatten wir letztes Jahr schon, aber es ist ein Spiel, wo du die Welt vermisst. Ich bin auch großer Google Maps-Fan oder Karten-Fan allgemein. Und da kann man selber die Welt vermessen und kriegt dann immer tollere Möglichkeiten, das zu vermessen. Das ist richtig gut. Oder unser Thema dieses Jahr ist ja Essen, also Watch Us Cook. Und wir haben auch viele Essensspiele, aber das ist eher Zufall. Also es ist Zufall, dass viele Leute auch Essen mögen. Und ein anderes Lieblingsspiel, was ich habe, ist Arcane Eats. Das ist ein Kartenspiel und ich hasse Kartenspiele. Aber dann wirst du das vielleicht auch mögen, weil es trickt dich. Du merkst nicht, dass es ein Kartenspiel ist so richtig. Du bist so ein Kneipenwirt in so einer Fantasy-Kneipe und du bettelst deine Gäste, weil die haben ja Hunger und du musst dann den Hunger stillen. Und die werden so Runde grumpier und hungriger und das heißt, du musst sie mit deinen Karten, die Gerichte sind, dann besänftigen. Oh, das klingt ganz interessant. Ja, ich habe eben schon Danieltech gespielt, was natürlich auch komplett absurd ist, aber ich habe es hart gefeiert. Ich finde es richtig gut. Und wenn man sich hier umguckt, man findet auf jeden Fall immer irgendeine Perle, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Spiel, das ist genau das Richtige für mich. Und ich glaube, das macht diese Booth halt auch so besonders. Wie lange macht ihr das eigentlich schon? Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich hier nicht war. Seit 2013 gibt es das schon. Das sind fast 15 Jahre, bald 15 Jahre. Und das war natürlich noch mal ganz viel kleiner und es ist ja aus so einer Developer-Initiative gewachsen, weil Leute auch auf der Gamescom ausstellen wollten, damals. Und da gab es keinen Indie-Bereich oder irgendwas. Und dann haben die sich zusammengetan und gesagt, lass uns doch mal zusammen eine Fläche mieten, wie so eine WG in so einer Stadt, wo du dir keine Wohnung leisten kannst. Und dann waren das 40 Quadratmeter, 10 Games, so eine Bretterbude zusammengezimmert. Wir haben immer noch die ersten Wände, weil wir ja immer alles selber bauen und wieder aufbauen, abbauen. Und dann kamen immer mehr Leute vorbei und haben gesagt, ach so, kann ich auch mitmachen. Und so ist auch dieses Kuratierte entstanden, dass man merkte, also dass wir gesagt haben, nee, du kannst jetzt nicht irgendwie jeden reinlassen, weil dafür reicht ja der Platz nicht. Du kannst, also diese 2000 Quadratmeter ist ja schon Wahnsinn. Ich glaube, wir sind eine der größten Ausstellerinnen auf der Gamescom insgesamt. Und das geht auch nur, weil wir jetzt eine Firma darum gegründet haben und gesagt haben, das kann man nicht so nebenbei machen zum Spieleentwickeln noch dazu. Ja, es ist auf jeden Fall richtig krass. Ich habe eben bei euch am Anmeldedesk so ein Sheet gesehen, wo man 6 Spiele sammelt und dann bekommt man ein Goodie. Was hat es damit auf sich? Das ist unser Stempelkartenspiel, weil alle Leute lieben Stempel, inklusive mir. Und dann kaufen wir immer 500 Kinderstempel, geben sie unseren Devs. Das ist die härteste Wahl der Gamescom. Wenn sie diesen großen Korb, wo ich sie reinschütte, dann müssen sie sich ein Stempelmotiv aussuchen. Da sind Leute schon Existenzen dran gescheitert halb. Und wenn du ein Spiel spielst, dann kriegst du einen Stempel von dem Developer. Und kannst dir bei You Try Me, das ist unser Getränke- und Food-Sponsor dieses Jahr, ein Ding abholen. Und zwar ein Getränk oder ein Snack oder so. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ne? Ich bin nämlich auch schon wieder, ich laufe auf Low Fuel gerade und habe das Gefühl, ich muss die ganze Gamescom aufessen, damit ich überhaupt noch Energie kriege. Deswegen, vielleicht sollte ich selber auch mitmachen. Das heißt, wenn ihr hier in die Indie-Arena-Booth kommt, dann holt euch am besten erstmal so ein Stempelformular, damit ihr am Ende auch nochmal einen schönen Snack absahnen könnt. So viel dazu. Valentina, vielen Dank für deine Zeit. Es ist wirklich immer ein Fest, hier zu sein. Ich liebe die Indie-Arena-Booth. Die ist jedes Jahr noch größer, noch toller. Und ich bin super froh, dass ihr das macht. Ja, danke. Ich bin auch ganz froh, dass wir das machen. Und ich bin ganz froh, dass ihr hier seid und das macht. Auch schön. Sehr gerne, sehr gerne. So, ich gebe zurück zu wem auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht zu mir selber ins Studio. An diesem Tag kann das niemand mehr sagen, denn wir sind alle schon ein bisschen durch. Bis dann.
So, wir melden uns von einem weiteren spannenden Indie-Spiel. Ich habe gerade Hela angespielt bei den Entwicklern von Wind Up Games aus Schweden, der jetzt auch gleich zum Flughafen muss. Deswegen schnappen wir ihn aber trotzdem noch mal ganz kurz fürs Interview. Hi there. Hi. 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 We just played Hela, a first glimpse of it, of the first game. Alexander, tell me, what was your inspiration for that game? Well, I mean, we wanted to create something that was fun and open and something that everybody can just pick up and play. Something that didn't involve a lot of violence, obviously. So we have no combat. We have something that's very wholesome in that sense. So our inspiration was to create something that reminds of our backyard up in the northern parts of Sweden or Scandinavia, and just create something that you can just revert to when you come from a hectic day, right? Yeah. So a little place of solitude or just calm. And I can assure you, like after the first trailer, it felt like, oh, this feels like a playable fairy tale. And after playing the game with you in co-op, it's 2-player co-op or 4-player co-op, even multiplayer co-op. It really plays like a fairy tale as well. It's a very well set, very well known setting, like with little mice. But the specialty here is that you have a froggy backpack. Can you tell me about that? Why is it a froggy backpack on a mice? Yeah, I mean, why wouldn't it be? I mean, we needed to have a nice grapple hook. Everybody loves grapple hooks. So we needed to put that in, and our creative director actually just drew that as a joke, right? Just to get the creative juice going, and everybody's like, "This is amazing! This is so fun! You can traverse with a froggy backpack that just latches a grapple hook, or you can actually inflate and be a glider, and you can upgrade that throughout the progress." So that's the kind of magic that you get from the witch once you turn you into the familiar that you are. And at any point during the development, did you think about maybe we should switch from mice to frogs to keep or was it always like separate? No, it was always separate. I mean, they're great partners, right? A mouse is super agile. I mean, it's a fun animal to be working with. But then obviously having that magic touch with a frog is just a great combo for sure. Yeah. And the game is very physical based. Like everything you do, it interacts with you. Like we had some games like that. What was your experience? Sometimes it feels a little bit glitchy during the development phase, I guess. How do you try to solve that? That it's still physical, you can experiment like you want, but it still doesn't look broken. No, and I appreciate that. It's hard work for sure, and we have such a talented team and engineers and developers that makes it look easy for me when playing it, right? So and that's very rewarding for everybody playing it. So physics-based is always cooler. I mean, pulling stuff up and just doing puzzles around that is really cool. So we think it's more rewarding for the players as well to just poke around in the world. It's like, if I pull this, will it lash off, or can I throw it and just throw pine cones at each other or whatever, right? So it's fun things. And it opens up creativity. You just told me I pulled the tongue on you in a situation where no one else did it before. So I even managed to surprise you. And indeed, I think that's the beauty of it. So we really want to spark creativity. We want to spark playfulness. So just imagine you being a kid in the woods and forest. Like, okay, what if I can do this? It's like we just want to answer that with why not? And just allow you to do a lot of fun and quirky things. So Great. I can't wait to play it. When can we play it? So we're going to put it out in 2026. So we're obviously going to show you even more this fall and winter, and super happy to have it here at Gamescom and just showing it off to the public first time. But there will be more content coming out soon, and we can't wait. Thank you very much. I'm looking forward to it. Good luck with the rest of Gamescom. Und ihr könnt Hela hier auf der Indie Arena natürlich auch selber anspielen. Und vergesst nicht auch auf der Steam-Seite vorbeizugucken. Für die Gamescom gibt es eine eigene Steam-Seite mit allen Spielen. Da am besten Wishlisten. Das ist das Beste, was ihr für die Indies machen könnt. Und wir gehen weiter zurück ins Studio. Our world has been ripped apart since the fog arrived. Traversing the seas between the new islands is a perilous endeavor. The fog covers the land and all the dangers lurking there, but as yet, we have no idea of its origins. No one knows if our leaders are still alive, but if anyone can find them, we can. We will track down our lost tribes and face the dangers that lie in wait for us.
After all, we're pioneers. We must work together to combat the threats emerging from the fog, vile creatures poisoning the land of Pagonia. Our mission is to be brave, to craft, build, and grow together by using all the resources we can find. But we must beware of strange whispers that corrupt even the purest of souls. We will explore this new world together and make Pagonia a safe home for all of us, once again. Take up the tools, pioneers. There's still so much to do. Wir sind zurück im Gamescom-Studio 2025 und ich habe ein Déjà-vu. Denn vor genau 2 Jahren saß ich hier schon mal, um über Pioneers of Pagonia zu sprechen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mir ein Update geben zu lassen. Und dafür habe ich natürlich wieder den Volker eingeladen. Hallo, lieber Volker. Ja, hallo, guten Abend, liebe Anne. Ja, schön, dass du es geschafft hast, zu uns zu kommen. Es gibt viel zu erzählen, glaube ich. Ne? Also mein letzter Stand ist 2 Jahre alt. Ja. In der Zeit hat sich viel getan. Ihr seid in den Early Access gegangen zum Beispiel. Möchtest du uns ein kleines Update geben, was das Early Access so mit sich gebracht hat und was jetzt die größten Veränderungen waren? Oh ja, also wir sind seit 20 Monaten mittlerweile im Early Access und wir werden unser Spiel jetzt am 11. Dezember veröffentlichen. Oh. Das heißt, das wechselt dann vom Early Access in die Release-Phase sozusagen. Ja, und in dieser Zeit, wir haben sehr viele Updates mit dem Spiel gemacht, 9 größere Updates, 5 davon mit großen Features, 4 davon waren Quality of Life Updates und das war eine sehr gute und interessante Zusammenarbeit mit der Community. Wir haben sehr viel auch über unser Spiel gelernt, über unser eigenes Spiel, was die Leute sich am meisten wünschen. Im letzten Update haben wir zum Beispiel jetzt eingebaut, dass man jetzt das Spiel auch mit einem ganz kleinen Landungsteam beginnen kann, mit nur 25 Pionieren und 25 Trägern und ganz ohne Ausrüstung. Also man kommt komplett ohne Waren an und das ist nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis. Das klingt auf jeden Fall schwerer zu bewerkstelligen. War es den Leuten zu einfach? Fragen wir doch mal so. Nein, das will ich nicht sagen, sondern in diesem Falle war es so, dass das die Möglichkeit gibt, den Spielern auch wirklich alles von Grund auf zu lernen, weil man zum Beispiel die erste Axt wirklich auch selber herstellt oder die ersten Nahrungsmittel selbst produziert und sie nicht schon mit dem Schiff mitgebracht werden. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, das Spiel dann wirklich von Grund auf neu zu lernen. Und dann wundert man sich später nicht, ja, ich hatte doch Proviant dabei, wie mache ich den überhaupt? Ja, wenn man das dann also von Null lernt, ist das auch ein eigentlich schönerer Einstieg ins Spiel. Und gibt es etwas, was so gefragt war oder was so nach Änderung verlangt war von der Community, dass ihr das komplett umgeschmissen und nochmal alles neu gemacht habt? Nein, das eigentlich zum Glück nicht. Ja, wir haben ja auch mit der Community viel Kontakt und wir erfahren dann ja auch schon, was dort gut ankommt und was weniger gut ankommt. Und die meisten neuen Sachen, die wir entwickeln, die berücksichtigen dann schon die Wünsche. Wir haben zum Beispiel vor einigen Monaten mal die Produktionsinterfaces komplett umgestellt. Das war auch eine größere Änderung. Wir haben mehrere Iterationen mit der Community gemeinsam gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert. Weil es ist so, dass jetzt sehr viel mehr Komfort dort existiert. Man kann jetzt zum Beispiel Sachen auf Vorrat anfertigen lassen und immer wenn der Vorrat schrumpft, wird automatisch nachproduziert. Also zum Beispiel auch, das ist die Bedienung für die Spieler viel einfacher geworden. Okay, und gibt es bei so einem Early Access dann schon auch so eine richtige Storyline und mehrere Quests oder geht es eigentlich nur rein darum, die Mechaniken zu testen? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also je nach Projekt wird das unterschiedlich genutzt. Für uns war es wichtig, dass wir jetzt in dem Early Access die Wirtschaft vom Spiel immer weiter vervollständigen, sodass das immer ein runderes Spielerlebnis wird, die Bedienung vom Spiel besser wird, damit wir einfach dann auch mit der Kampagne beginnen konnten. Denn wenn man die Kampagne anfängt, dann sollte man nicht nochmal das Wirtschaftssystem irgendwie großartig umbauen. Ja. Denn sonst kann man ja die Karten, die man in der Kampagne erstellt, nochmal neu erstellen. Und das war deshalb ein wichtiger Schritt, das soweit zu einem guten Abschluss zu bringen. Klar, wir können die Wirtschaft immer noch erweitern, aber das grundlegende System ist jetzt sehr gut geworden und ausgereift und deshalb ist es jetzt auch Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Okay, und was wäre der nächste Schritt? Der Release wahrscheinlich, ja, ne? Der genau. vollständige. Ja, wir machen, es gibt sogar noch einen interessanten Schritt dazwischen, von dem erzähle ich gleich noch. Also der Release ist dann ja im Dezember, da kommt in die Kampagne, ein paar Fakten dazu sind, die Spielzeit der Kampagne wird über 30 Stunden sein, wird mehrere Schwierigkeitsgrade bieten, also man kann leicht oder auch sehr schwer spielen.
Ja, und es ist auch möglich, die Kampagne in diesem Shared Koop, also im geteilten Koop, gemeinsam mit Freunden oder Familie zu spielen, bis zu 4 Spieler gleichzeitig. Und ich habe es eben ja schon angedeutet, vor der Veröffentlichung der Kampagne machen wir noch was Spannendes. Im Oktober startet von unserem Editor dann die Beta-Phase. Das heißt, wir geben den Editor dann an die Community und die Community kann ab dann eigene Spielerfahrung kreieren und auch mit der Community, mit den anderen Spielern teilen. Und dadurch ist natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch eigene Ideen umzusetzen für die Community. Und da freuen wir uns schon sehr auf diese Phase. Werden dann quasi in diesem Editor von Grund auf Maps selber gestaltbar sein oder wie funktioniert das? Ja, es ist so eine Art technische Ansicht, in der man das dann editieren kann. Man kann Landschaftstypen verändern, die Ressourcenmengen, man kann das Startgebiet festlegen, man kann auch sagen, was die Ziele der Karte sein sollen und so weiter. Aber man braucht kein Künstler sein. Also man muss sich nicht um die artistischen sozusagen Aufgaben darum kümmern, weil wir haben ja sowieso eine prozedurale Kartenerstellung und die wird auch im Map-Editor genutzt. Das heißt, es ist nicht notwendig, überall irgendwie noch Blümchen und Steinchen oder so zu setzen, sondern die Beautification, wie man dann so schön sagt, von der Karte wird dann von diesen Algorithmen automatisch übernommen. Aber ich will hier auch nochmal sagen, man muss natürlich klar sagen, wir reden hier davon, wir sind ein Indie-Team. Der Editor wird schon so sein, dass man sich da schon ein bisschen reinfinden muss, damit man damit umgehen kann. Wir denken, das wird auch ein paar Wochen dauern, bis die Spieler dann damit die ersten schönen Karten machen. Aber wir freuen uns sehr darauf, weil wir sicher sind, da sind sehr viele kreative Ideen dann auch dabei. Einige, auf die wir wahrscheinlich selbst gar nicht kommen. Ja, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Was erwartet ihr euch von diesem Feature, was die Leute damit anstellen? Also könnte man quasi so seine Traummap erschaffen oder irgendwelche lustigen Gesichter aus verschiedenen Bodentypen bauen oder solche Dinge? Absolut, das ist natürlich alles möglich. Also ich bin sicher, wir werden dann eine Rubrik auch in unserem Discord-Kanal haben, in dem man dann sehr viel über diese Experimente dann sehen wird. Es wird auch möglich sein, die Maps direkt aus dem Spiel zu laden. Es ist also für andere, die sich das ansehen wollen, was dort gebastelt wurde, nicht jetzt so schwierig. Allerdings starten wir zunächst mit einer Beta. Das heißt, dieser Editor ist ja auch jetzt noch nicht, sage ich mal, in der breiten Masse getestet worden. Das heißt, das ist dann auch wichtig, dass wir dann auch noch Feedback bekommen. Wir müssen sicherlich noch ein paar Fehler beseitigen in der Anfangsphase. Davon gehe ich aus, ja. Deswegen hat man ja so eine Early Access Phase, ne? Oder eine Beta Phase, damit man halt das Feedback sammeln kann und dementsprechend halt auch reagieren kann. Gab es denn irgendwie Reaktionen von der Community, wo du gesagt hast, das ist das Schönste, was man mir jetzt hätte sagen können? Ja, also es ist natürlich immer wieder mal so, dass Leute kommen, die schon sagen, sie haben schon irgendwelche Spiele auch sehr als Kind schon gespielt, die ich früher mal entwickelt habe. Das sind natürlich jetzt zum Beispiel natürlich die Siedlerreihe, aber auch Emerald Mine oder Spellforce oder so, mit denen die dann aufgewachsen sind. Das freut mich natürlich immer wieder sehr, wenn dann jemand dort auch sagt, das hat ihn wirklich damals bewegt und es waren für ihn einfach prägende Erlebnisse. Das ist natürlich immer wieder schön. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn, um mal so einen kleinen Überblick zu schaffen, abseits von der Kampagne noch andere Spielmodi, was so Spiele dieser Art ja typischerweise so mit sich bringen? Ja, also wir haben einen Custom-Map-Mode. Man kann also sich eine Karte selber erstellen lassen und man kann dabei auch alles einstellen. Man kann sagen, auf der einen Seite, ich will komplett meine Ruhe haben, ich will ohne schwere Gegner spielen, ich will auch, wenn ich mir einen Kaffee hole und zurückkomme, nicht, dass mein Dorf dann schon brennt oder umgekehrt. Das andere Extrem ist, ich bin jetzt jemand, der ist total der Optimierer und ich möchte eine Herausforderung haben, es soll sehr schwer sein. Das ist auch kein Problem, kann man genauso haben. Jede Stufe dazwischen ist natürlich auch möglich. Man kann auch dann das Zusammenspielen, also das geteilte Koop-Spiel ist auch immer möglich. Weitere Multiplayer-Modi bieten wir bisher noch nicht. Was wir in der Zukunft noch machen werden, wird sich dann auch zeigen. Wir werden unsere nächste Roadmap dann im Januar veröffentlichen. Ah, okay. Und entscheidet ihr dann auch tatsächlich, je nachdem, wie es läuft mit dem Spiel, spontan, was ihr noch hinzufügen wollt? Oder habt ihr von Anfang an so ein Konzept im Kopf gehabt, was auf jeden Fall sein muss? Natürlich geistern uns viele Ideen im Kopf herum, aber wir arbeiten auch hier eng mit der Community zusammen und lassen uns auch absichtlich beeinflussen. Ja. Wenn wir jetzt schon wüssten, was wir in 2 Jahren genau entwickeln, dann würde das auch nicht bedeuten, dass wir mit der Community wirklich zusammenarbeiten. Ja, das stimmt. Und wir haben schon einige Sachen von dem, was wir im nächsten Jahr machen wollen, stehen schon sehr fest, aber einiges ist auch noch sehr flexibel. Und wir werden dann erst noch in unserem Studio auch Diskussionen darüber führen, was denn jetzt die nächsten besten Schritte für das Projekt sind.
Okay, dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft noch folgt. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann genau hier wieder und wir erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg mit diesem Spiel. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich bin immer wieder gerne hier. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Dankeschön. So, das war's von uns jetzt hier im Studio. Wir schalten zurück in die Indie Arena Booth und da haben wir bestimmt wieder einen ganz, ganz tollen Titel für euch anspielen können. Hey, liebe Leute, willkommen zurück in der Indie Arena Booth und ich habe mir mal wieder ein wunderschönes Spiel ausgesucht, das den Namen trägt, Is This Seat Taken? Und worum es da geht, das kann uns der gute Audias erklären, denn der ist vom Team, der dieses wunderschöne Spiel entwickelt. Hey and welcome! Hi, thank you for the interview. Yeah, of course. We would like to know about your game, Is This Seat Taken? What is this game about? So yeah, it's a game about seating people that have different preferences in different scenarios. So we start with a taxi, and then we go to a limo, a cinema, a bus, and then later on on different stages you go to a boat, like an airport. Like there are plenty of different scenarios, and each scenario brings something new to the game. And there's also a little story, so you follow Nat along different cities in a journey of self-discovery and finding her way into the shape world, because the characters are shapes. Yeah. How did you came up with this game? I mean, you could have done it with people or with animals, but you choose to do it with shapes. Why? Well, there's different reasons about the shapes thing. Like there's the reason that they look cute, and they are aesthetically pleasing and they are minimal. That's something that we try to do as well. Like keep the game very minimal, so everything is very clear in So, and then there's the thing that it's a game about stinky people. And so people that you may not like, so it's best if they are shaped, so there's no any kind of prejudice, like if you make it with people, and we try to keep it easy to understand and also do it in a way that's fun and that we can enjoy a situation that most of the times it's a bit anxious for a lot of people, like to be on a crowded bus or something like that. So. That's actually pretty smart. I didn't see it like that, you know. I thought, okay, why not doing people? But now you explain it to me, totally makes sense. And why did you choose to make a puzzle game and a cute little puzzle game and not something else? So it's our first game as a studio, and we wanted to do something that was the scope wasn't too big for us, because we are a two-person team. So yeah, we wanted to do something relatively small, although it grew, because it was supposed to be a 2-hour game and now it's a 5 to 6 hours game. So it grew as well with the addition of wholesome games that they helped us a lot. So yeah, we chose it because we had this idea that we thought was cool. When does the game come out? When can people play it? So it came out actually 2 weeks ago. So yeah, people can already play it and buy it. It's on Nintendo Switch, obviously, and Steam and mobile. All right. Thank you so much for the interview, and good luck with the game. Yeah, thanks so much to you for having me, and I hope a lot of people try the game and let us know what they think. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich finde es nämlich ganz schön großartig. Ein kleines, süßes, niedliches Spiel über Leute, die man platzieren kann. Warum nicht? Bis später. Kingdom Come Deliverance to Legacy of the Forge, the new DLC. Toby, are you excited? I'm very excited, and we will play it in a second, so can't wait. Yeah, and you should stay tuned for more on IGN, where we have the full gameplay and the full interview. Honored friends, masters of the blacksmith guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz.
Ready? We can begin. Welcome back, everybody, here at Gamescom 2025 with IGN, and I'm here with Tobias, Wars Games, and we're talking about Kingdom Come Deliverance 2. What a launch. How are you feeling? Thank you. Well, overwhelmed. Honestly, we kind of expected that the game would be good, of course. I mean, for the longest time we thought it would be shit, but at some point people started saying it will be good. And the reviews came in, the previews came in, but what we did not expect is how strongly the fans were involved and invested into the game. Yeah, I mean, 2 million copies in 2 weeks, 3 million by May 2025. It speaks volumes. I hope it's not 4 million in 4 years. Wow. But, I mean, there was a demand. How do you explain why people were so much into, let's say, medieval realism, brutality, real Czech cities? How do you explain that? I want to believe it's because we do great communications with the people and kind of tell them what to expect, so that they're involved very early. I mean, we are coming from a Kickstarter background in 2014, so we kind of had 11 years time to build a community to get to that point. Now, but in reality, I think KCD is just very different from most of the other RPGs. While you usually are used to dragons and the superficial and magic and whatnot, we try to go the more immersive, authentic, like medieval way. Try to, it's like when you watch a movie and it says based on a true story in the beginning, you have this feel of, hey, something is special about that. And the fact or the idea of the people that you are meeting could be real historical people. The castles are real and so on. I mean, are you taking credit for the fact that real Czech towns are seeing a tourism boost because of the game? That's an extremely funny side effect. So we are game developers. Our main focus is developing cool video games. Everything else became a bonus and is attached to it. So exactly as you said, they had the regions that are displayed in KCD2, they had an increase of 500% in tourism. Because people want to see where Henry stole the cabbages. It's exactly where Istvan fell off the window. But it's crazy. It's something we did absolutely not expect. But on the other hand, I hope that games like KCD help to get video games more into mainstream, because now the Czech Tourism Board and some establishments and companies are seeing that video games can be more than just something for fat nerds in the basement, but that it could be a cultural, impactful thing that breaches the regular bubble. So now we're very proud on that, but it was never a goal. I mean, you already mentioned that most RPGs or fantasy in general includes dragons, whatnot, and people had the numbers ready, and they said, like, you have only in that game, in the main game, you have 2.2 million words, which would be, let's say, compared, since we already mentioned it, it would be like reading Game of Thrones front and back, like twice. Yeah. Was that intentional, or did it just happen along the way? Well, it happened along the way, but we pride ourselves that the game is very reactive, and we want you, when you play KCD, that you really feel immersed into this world. You do something, people react to you. You have multiple ways how you can solve the quest, and they do actually matter. So if you are going on a rampage and kill everyone, the dialogues will change. The people will react to that, and so this all contributes to this overall feeling that you are living, or that you are part of this world. And on the other hand, the designers got unhinged and just wrote, and at some point we had to say, okay, that's enough. Yeah, but the future looks very bright. We're talking about Legacy of the Forge today, which is a DLC. It's an expansion. Some people say it's more like 130 million ways to arrange your forge. We already talked that number. I'm not a numbers guy, but I'm sure people are right about that number. Is it more than just, let's say, medieval interior designing, or like, how would you describe it from your perspective? Well, the 130 million, that's like combinations, so it's like a mathematical thing. It's not like 130 million pieces of furniture, but so
it's about the legacy of the Forge. The legacy is the important part here. So it's a story-driven DLC first and foremost. So you are stepping into the shoes of your adoptive father Martin, who was a blacksmith, a well-renowned blacksmith in Kuttenberg, and you are taking over his old workplace in a way. You meet his old buddies, his old friends, his old co-workers, and you're trying to kind of fulfill the legacy or like complete what they started back in the day. So they wanted to like build or repair a huge astronomical clock in Kuttenberg, never finished that, and you want to do that. But the forge is run down, completely destroyed, burned down and whatnot. So yes, you have to rebuild it, and yes, you can customize it freely. Some of the stuff is only cosmetical, like the outside, the roof, and what color you want to have, and if you want like paintings or whatnot. But it's also very emotional because you have like paintings of your dad in there and so on. But your chambers, for instance, your Henry's room, the furniture and the stuff you can build in there, they all have a purpose. So they might help you on questing, give you more experience, have some buffs or passive stat changes, boosts that will help you on your gameplay. So it's not just purely cosmetical stuff, but they also do help you actually. You brought a little teaser trailer with you to Gamescom, and there's also some footage that we're going to show. But before we head into the footage, I mean, blacksmithing was already core to Henry's identity, so that's like part of the identity by itself. But how does the DLC expand on this part of his story? You know, as a fun fact, the legacy. This DLC is not about blacksmithing per se. I mean, it's called Legacy of the Forge, but the main thing you do there is not blacksmithing itself, but managing a forge and working on that astronomical clock. However, you actually only have to blacksmith twice in that DLC, because you're being accepted by the Kuttenberg Blacksmith Guild, and they want you. They're testing you like a driving license, so it's like a practical and theoretical test. So that's one of two times where you have to do something. The other one is quest-related with that clock. But blacksmithing is not the central part. However, of course, like always when we release DLCs, it comes with patches and tweaks. It's a huge open-world RPG, and the balancing is something that we have to do really almost daily, especially taking feedback from the people and see how it goes and so on. So the blacksmithing itself got a little tweaking as well. So it's still the same basis, of course. It's just the timings and so on were changed a little bit, but overall it's still the same. So you're basically telling me that there was historical research that went into designing the forge mechanics? Well, you can do only so much in video games, right? And of course we went to real forges, and of course we talked to real smiths. However, it's a video game, everything is much faster, obviously, than it would be in real life. However, we tried to at least see, hey, how does it work in real life? They showed us, we took some inspiration from that. We then tried to translate this into a video game, make it somewhat casual and so on. So I think it's a good balance of how blacksmithing should actually feel like or look like an abstract of it at least. But I think it's good enough. Well, it's important for those who actually like the blacksmithing of KCD, which is actually a surprising huge amount of people. They will get new recipes and new stuff, new swords, new axes, new stuff to forge. Yeah, let's head right into the teaser trailer that you brought to the opening night live stage. I'm a bit sad that it's so short, but I'm pretty sure that you can give us all the details. I go to Prague fairly often by train from Munich, so when I see this, especially the clock, I feel very much reminded of Prague. Yeah. That astronomical clock is... So, we found in historical data that Kuttenberg has an astronomical clock. And they themselves, the town, the archives, they confirmed, yes, we had an astronomical clock. But however, they do not know how it looked like. So we took inspiration from the one that we know, and that's the one in Prague, and try to adjust it to make it not copy it, of course, but make it look as the way how it could have looked like, according to our inspiration and motivation in a way. But yeah, and we just saw the designs of his, let's say, base. You called it more or less headquarters earlier on. It's
it's like your haven, like your home harbor, something like that. We want you really to, because in the first game, in Kingdom Come Deliverance 1, we had a DLC called From the Ashes, where you were building this little village thing, and it had a few disadvantages that on paper weren't so obvious when we designed it. So first of all, it was in the far corner of the map, which was bad, because when you traveled there, it was really far away from the action. That was not ideal. And second, it was very like money spending based. So when you finished the game already and had a huge amount of money, then the DLC was somewhat easy because you just spend it and that's it. There was only a little bit of questing involved. Now with that one, it's still, I think, appeals to what KCD players like most, owning something and building something. So you still get that part, and you still of course need a lot of money to invest into the upgrades, but we introduced something we call prestige, and this prestige is because you are not owning the forge, it's being granted to you by the Blacksmith Guild of Kuttenberg, so they allow you to run it, right? But they don't want to just have some random ass hobo doing something there, but they want you to like prove yourself day in, day out. So you have to earn prestige by doing those, we call them guild activities, so it's like a pool of new unique quests, funny quests. Some of them are repeating. It's a forge after all, so they're coming, hey, could you forge something for me? But there's also really funny stuff in there, like someone having a problem with their teeth and you have to then take care of that. Since you're mentioning that, I think we should head right into that quest, because the B-roll footage, the footage that you brought, the quest itself, like, I need a dentist, more or less. Yes. It didn't make sense to me at all in the beginning, but of course this is KCD. Of course. And in the end, it all makes sense in a very funny way. So maybe let's explain to everyone what we're seeing. So this is already the place that you will be owning then. So the forge is already up and running. And as I said, as you mentioned it, as I do call it sometimes headquarters. So first of all, it's in Kuttenberg. So that is already in a central location where the main story parts of the second map take place, or the finale of the game. So you are right in the center of action. So that is important. But second, with the prestige thing, people, even if you have finished the game already, you will have this motivation to do something and create something. So people are coming, they want stuff from you, or they sometimes have problems with their teeth, for instance. But those quests these guild activities are rather small quests. So they are usually funny, quirky, can be repeating, and so on. But the main storyline is about repairing that clock. But here we can see already how the forge looks like when everything is up and running. And you might ask yourself, what are those buildings and what do I need them for? Because when you start here, everything will be run down and broken down. But you can see that there's people there. So they all have they're doing something. Exactly. So these people here are, some of them at least, are the old friends of your father, of your adoptive father Martin, who worked with them back in the days. And with building those places here for them, they have a place to move in, to go back, to work for, and those can create either passive income for you, they can create armor for you, because you are a weaponsmith, there's an armor smith coming in and he might do stuff for you and so on, and that's pretty cool. And here we have this example of a random event that is happening, one of the guild activities that can happen, where someone comes complaining that her husband's teeth hurt. But these things, and that's what I mentioned earlier when I said you don't have to blacksmith, those things are changing every day. So the activities are changing and the unique quests are not repeating themselves. Perfect, you can help or not, and those are rather smaller quests, but help you with, because they will then spread the KCD is all about talking people, rumors, and a reputation and so on. And with doing these little things, they will then. I'm also very happy to see that there's finally a barber for Henry. That he has a haircut now. Yeah. You can do the great haircuts, even some funny ones. As a matter of fact, I think also the community immediately started to mod that to have even more haircuts and beards. Of and course. We both know that having a wonderful beard. Yeah, a beard important. is essential to a great character, Absolutely. Character building. So here Henry Henry got the little quest now, and he's now moving upwards. This is, by the way, the astronomical clock. So little fun fact on the side. So this clock
well, it's not working in the game. It's just a static thing, right? But if you do the DLC and if you finish the DLC, you're actually repairing it, and it will be start running, and it will show gameplay time. Which is I can already tell you that there will be so many people going to Prague after that, trying to see that clock, and I can already tell you that there's always a huge crowd of people in front of the clock watching what it does, just standing there for 30 minutes, and it's surreal. Yeah. And now we have this in the game, so yeah, there will be. We already spoke about tourism boost. This will apply here too, I guess. Well, yeah, I mean, the Prague clock is the closest to the real one here, but Prague itself, we didn't tackle that at all. It was just too much of a hassle. But you can see, talking about too much of a hassle, this dude here doesn't really want to talk to the dentist or blacksmith in your case. So can't imagine why. Yeah, who knows? So you have a bit of a heated discussion here, and after you win the fight, you actually knock his tooth out with a strong and precise right hook. Surprise! Yeah. Who saw that coming? I didn't, certainly. So, but as a matter of fact, this dude is not the first one who actually thanked Henry for punching him. So there's. We like quests. Well, let's like say that. the easiest way to solve a dentist problem is getting rid of the tooth, right? Absolutely. And this is what we did. Amazing! I love it. I love it. If this is the solution to every problem in KDC, which is of course not, it's the easiest way to solve a problem. Let's wrap up. Unfortunately, we're at the end, but let's summarize. The DLC comes out very early. Yes. We're not far away. Yes. 9th of September. Exactly. And it's included in the Gold expansion pass and Gold Edition. But you can get it separately. Did I forget anything? Well, you mentioned we had a small teaser that is online already on our socials, but there will be, of course, a huge launch trailer coming on September 9th. Then it comes on all platforms. It will be great. It will be maybe the gameplay time. It will be much bigger than the first DLC. The first one we worked on it while we were finishing the game, so we had to push the resources left and forth, but now this one has had much more attention. Nothing bad about the first DLC, but this would be 15-20 hours-ish. So it will be quite a hefty, chunky DLC that makes a huge game even bigger. Amazing. Tobias, thank you very much for being with us. It was a I pleasure. cannot wait to dive back into the game. 9th of September, all platforms, PC, Xbox Series, and PlayStation 5. Stay tuned for more. See you later. Thank you. Thank you. Willkommen zurück in der Indie-Arena-Booth. Ich stehe hier mit Ron und Anne und die wissen ganz genau, wie man den Planeten verteidigt. Mit dieser Maschine, die ihr im Hintergrund seht. PvKK haben wir euch letztes Jahr schon vorgestellt und jetzt wollen wir euch erklären, wie der Controller zu diesem Spiel funktioniert. Das ist nämlich tatsächlich wirklich ein Controller. Wie lange habt ihr daran gebastelt, dass man das so spielen kann?
Also wir selber haben daran gar nichts gebastelt. Wir hatten dann nämlich eine Firma dafür, die das für uns gebaut hat und die hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Insgesamt hat das 6 Wochen gedauert, um das zusammenzubauen mit 3 Leuten und 6 Wochen nochmal ungefähr so Planungszeit im Vorfeld. Okay, wollen wir mal zusammen starten und ihr zeigt mir ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, weil ich bin, gelinde gesagt, ein wenig überfordert. Ja, das ist verständlich, genau. Also, wollen wir direkt hier das Spiel direkt starten oder soll ich Wir können einfach damit anfangen, einfach mal den Fire-Button zu drücken und dann würde das Spiel direkt starten. Genau. Soll ich es nehmen? Ja, das Spiel startet jetzt quasi. Und die Demo bzw. die Simulation von so einer Kampfsequenz beginnt mit so einem kleinen Anruf da von der Kommandantin. Da kannst du einfach mal den Hebel hochziehen und wieder runter. Und jetzt hoch, als würdest du das Telefon abnehmen. Genau. Und die gibt uns dann so eine kleine Einführung in die Mission, die jetzt vor uns steht. Das kannst du da unten auf diesen Button mal kurz durchskippen, dass wir direkt zum Wesentlichen kommen. Genau, also bla bla bla, bitte Planeten verteidigen und dann geht's los. Und wir haben hier unten rechts so eine kleine Anleitung aufgedruckt, welche Schritte man gehen muss, um quasi einmal die Kanone überhaupt abfeuern zu können. Das Erste, was wir immer tun müssen, ist erstmal Energie zu generieren. Da haben wir hier so eine quasi Dampfmaschine, die man dann quasi bedienen kann, um dann Energie zu generieren. Das sieht man dann hier unten, dass sich schon die Energiezellen mit Energie füllen. Und dann können wir das ganze System booten, wenn wir genug Energie haben. Ihr seht jetzt, dass die ganzen Lampen einmal aufleuchten. Und jetzt ist es auch schon so weit, dass wir quasi erstmal uns ein Ziel suchen können. Das machen wir dann hier drüben auf dem Radarpanel. Du kannst einmal jetzt wieder den Button da benutzen, nach unten ziehen, genau nach da und jetzt die Frequenz ändern. Und wenn wir dann ein Ziel haben, können wir das locken. Und jetzt haben wir hier die ID für das Ziel, das ist die 6724, die ist dann relevant, um quasi den richtigen Schusswinkel ausrechnen zu können. Danach kannst du einfach mal hier oben den braunen Hebel benutzen und auf KWG stellen. Und dann den schwarzen runterziehen, um die Kanone zu laden. So, jetzt ist die Munition in der Kanone. Als nächstes muss geprimed werden, um quasi die Chamber vorzubereiten. Dafür drückst du alle 3 von den schwarzen Knöpfen. Und dann ist die Chamber bereit. Da einmal draufdrücken. Was jetzt im Spiel passieren würde, ist, dass sich dieser ganze Teil hier unten jetzt öffnen würde. Und hier kann man dann quasi für die jeweilige Munition, es wird später im Spiel mehrere Munitionen geben, quasi die Einstellungen treffen, um das Ziel abzuschießen. Genau, wir haben hier noch so einen Aiming Calculator eingebaut. Der ist dafür da, um für das Ziel quasi den richtigen Schusswinkel herauszufinden. Da kannst du hier einmal die ID von dem Ziel eintragen. Genau, und dann können wir das hier nach unten stellen und dann unsere Projektilgeschwindigkeit auswählen. Wir haben hier drüben 4 Knöpfe, um die Kanone zu armen. Und je nachdem, wie viele Knöpfe du verwendest, hast du eine andere Projektilgeschwindigkeit. Wenn du alle 4 benutzen würdest, dann wären das 480 Meter pro Sekunde. Soll ich alle 4 benutzen? Na klar. Genau, die können wir jetzt hier mit eintragen, 480. Und dann wird uns hier der Schusswinkel ausgerechnet. Und mit dem Rad hier in der Mitte kannst du jetzt einfach die 0,68 als Winkel einstellen. Das ist ein bisschen zu weit. Kleines Stück noch zurück, ja. Perfekt. Jetzt kannst du locken. Jetzt ist der Winkel gesetzt. Jetzt fehlt nur noch der Fire-Button. Sehr gut. Danke, das war geil. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Ich meine, normalerweise spielt man das dann natürlich am PC und du musst dann das alles mit der Maus eingeben, richtig? Ja, das ist korrekt. Und also, das macht schon was her. Also auf jeden Fall Hut ab für diese Idee. Finde ich ganz großartig und es hat direkt richtig Wumms.
Vielen, vielen Dank, dass ihr mir das so schön gezeigt habt, ihr beiden. Und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei dieser Gamescom und hoffe, dass noch viele Leute hier Kanonen abfeuern werden. Dankeschön. Danke euch. Ja, Leute, wenn ihr hier seid, probiert das unbedingt aus. Es sieht kompliziert aus, aber es ergibt am Ende alles Sinn und es ist total geil, was abzuknallen. Wissen wir ja. Wir sind wieder zurück in der Indie-Arena-Booth und ich glaube, ich habe das niedlichste Spiel dieser ganzen Booth gefunden. Es heißt Cat Me If You Can und es geht, wer hätte es gedacht, um Katzen. Und diese zwei Herrschaften hier, die sind für das Ganze verantwortlich. Hallo und willkommen, wer seid ihr? Hey, ich bin Uli und das ist Max. Ich bin Max. Hallo Uli und Max. Wollt ihr mir ein bisschen über euer Spiel erzählen? Worum geht's denn da genau? Gerne. Cat Me If You Can ist ein Wimmelsuchspiel in 3D. Die Inspiration kam von 2D-Katzensuchspielen, wie wir dachten, hey, können wir das nicht in 3D machen und da noch eine Ebene oben drauf packen. Und jetzt kann man sich das Ganze als Pokémon Snap in Schwarz-Weiß-Welten vorstellen, nur dass man Katzen statt Pokémon sucht. Das ist eine fantastische Idee, denn ich liebe auch Pokémon Snap. Warum habt ihr das Spiel in Schwarz-Weiß gestaltet? Wir wollten den Wimmelbildern, also den alten Wimmelbildspielern treu bleiben, weil das halt schwarz-weiße 2D-Bilder sind, auf denen dann die Katzen farbig werden, wenn man sie gefunden hat. Dem wollten wir so ein bisschen treu bleiben. Und ich persönlich liebe total Mangas und wollte halt unbedingt da so ein bisschen diese Liebe auch mit reinbringen. Und deswegen haben wir so einen schwarz-weißen Manga-Stil dann auch gewählt. Ziemlich cool. Kann man denn noch mehr dort finden, außer Katzen? Definitiv. Also im groben Konzept geht es immer um die Katzen und die Katzen müssen gefunden werden. Doch um Katzen zu finden, muss man teilweise Puzzle lösen. Man muss, wie wir es gerne nennen, eine Schnitzeljagd ablösen, wo es darum geht, weitere Objekte zu finden, die einer Katze zugehörig sind, bevor diese Katze überhaupt erst auftauchen und fotografiert werden kann. Und ich habe auf jeden Fall auch gesehen, ich kann ein paar Fische essen. Was hat es denn damit auf sich? Man selbst spielt natürlich auch eine Katze. Wir haben eine wundervolle Hintergrundgeschichte dazu entwickelt, in der die Zeit stehen geblieben ist für alle Katzen, außer man selbst. Und man rennt durch alle Welten, durch Zeit und Raum, um seine Katzengefährten wieder mit Farbe ins Leben zurückzurufen. Und wie viele Leute seid ihr in eurem Team oder habt ihr das nur zu zweit gemacht, das Spiel? Wir haben das zu zweit initiiert und gegründet und so ein bisschen das Spiel bereits initiiert und das Konzept und so weiter. Und dann haben wir noch ein Kernteam von 4 Leuten und ein paar Freelancer noch dazu, die uns aushelfen. Also schön richtig Indie. Richtig Indie. Mir gefällt das Konzept sehr, sehr, sehr gut. Wie lange wird es denn am Ende dauern, alle Katzen zu finden? Habt ihr da schon eine grobe Idee? Da wird es sehr viel Spielcontent geben. Für den Release planen wir mit 3 Themenwelten an den Start zu gehen. Das ist ein modernes Japan, ein altes Ägypten und ein mittelalterliches Europa. Jede dieser Welten wird aus 3 Leveln bestehen, die in Größen variieren. Und wir gehen stark von 15 bis 20 Spielstunden aus und fast 1000 Katzen, die es zu finden geben wird. 1000 Katzen! Da wirst du ja bekloppt. Wir wollen den Spielern einfach ganz viel Zeit geben, sich entspannen zu können. Das ist auch das Ziel des Spiels, an einem anstrengenden Tag am Abend nach Hause zu kommen, sich zurückzulehnen, in entspannte, cozy, wholesome Welten sich reinzuversetzen und dort ganz entspannt, ohne Zeitdruck, Katzen zu finden, so lang wie man will. Habt ihr denn schon zumindest einen groben Release-Zeitraum oder ist das noch irgendwie ganz in weiter Ferne? Also die Demo kommt auf jeden Fall im Februar raus, bis rechtzeitig zum Steam Next Fest und im Laufe nächsten Jahres werden wir dann releasen. Das klingt fantastisch. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Toll, dass ihr hier seid und das wunderschöne Werk der Öffentlichkeit präsentiert. Und danke, dass ihr heute hier mit mir gesprochen habt. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön. Ach Mensch,
diese ganze Wholesomeness hier. Ich glaube, ich bleibe einfach für immer in dieser Halle, auch wenn die Gamescom nicht stattfindet. Warte ich einfach bis nächstes Jahr, bis die Booth wieder aufgebaut wird. Ich möchte hier einfach nicht weg. Wer hat hier unten das Sagen? Was willst du nicht wissen? Sagt wer? Hast du denn nicht diese schnuckelige, hübsche Statue gesehen, die in der Schlundhalle steht? Ich spreche nicht so laut darüber. Die Wände haben Ruhe. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich denke, ich habe hier unten genug gesehen. Du kämpfst dich wohl morgens mit dem Hammer, was? Hey, willkommen zurück im Gamescom Studio 2025. Ich bin immer noch hier angekettet quasi an diesen wunderschönen Sitz, aber ich kriege ja immer nette Menschen hier zu mir ins Studio und jetzt freue ich mich ganz besonders auf zwei Ikonen der deutschen Games-Industrie und zwar die Pankrats sind hier. Guten Tag, ihr beiden. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Letztes Jahr habe ich euch noch getroffen im Indie-Bereich. Da hattet ihr gerade euer neues Studio gegründet. Jetzt seid ihr schon hier mit eurem Spiel Cralon. Wie weit seid ihr denn eigentlich in der Entwicklung? Ja, also wir haben jetzt eine Demo, die ist ziemlich lang. Man könnte da 2 Stunden dran rumspielen, aber üblicherweise spielen die Menschen so eine Viertelstunde. Ja, und ja, da haben wir jetzt alles reingepackt, was wir so haben. Und ja, wie weit sind wir in der Entwicklung? Es ist eigentlich alles schon da, aber es ist halt noch nicht getestet. Das heißt also, man muss jetzt erstmal schauen, dass wir das alles irgendwie zum Laufen kriegen und einmal durchgetestet bekommen. Ich würde so schätzen, bei 70% stehen wir gerade. Oh, das ist aber schon, das ist beachtlich, muss ich sagen. Und worum geht's in Cralon? Können wir das vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen? Das ist im Grunde genommen ein Immersive Sim. Das heißt, wir haben uns überlegt, was könnten wir zu zweit schaffen und haben ein Spiel gemacht. Da sind Rollenspielelemente drin, da wo wir herkommen quasi. Es gibt aber auch Adventure-Elemente, es gibt Walking-Simulator-Elemente. Es ist ein bisschen gruselig ab und zu. Also wir lieben die Spiele von Arcane, so wie Totalis zum Beispiel. Und das hier ist so eine Indie-Version davon. Haben wir gemacht mit der Unreal Engine 5. Und ja, jetzt kann man schon eine Menge spielen. Also das Ding hat tatsächlich sein Hauptaugenmerk auf Exploration und auf Story. Aber man kann auch alles Mögliche machen. Also du kannst alles untersuchen, kannst alles Mögliche, was die Figur brauchen kann, auch aufheben. Es lohnt sich, hinter die Sachen zu gucken, um noch vielleicht so Kleinigkeiten zu finden. Es gibt eine Menge ja, Texte und Geschichten, die so die Welt nach und nach erklären und man muss ein Mysterium ergründen. Und Cralon ist ja auch der Protagonist der ganzen Geschichte. Wie endet der denn da unten in diesem, ich sag mal, Höhlenkonstrukt? Also er ist der Held von seiner Welt in Mentalis und jagt einen Dämon. Und dieser Dämon, der haut ihn mit einem Flügelschlag in diesen Schacht hinein, wo er jetzt einfach mal nicht mehr rauskommt. Und das ist mal das Erste, was man möchte. Erstmal sich orientieren. Wie bin ich hier hingekommen? Was ist denn hier los? Da rennen irgendwelche komischen Viecher rum mit roten Augen, einige mit grünen Augen. Die mit den roten, die wollen mich töten und machen komische Dinge mit mir. Die machen mir Angst. Ich weiß nicht, wie schaffen die das? Und mit den grünen äugigen Schachtbewohnern kann man tatsächlich auch reden. Die haben auch Quests für dich, die haben Probleme, sind unterschiedliche Fraktionen dort zu finden, in den unterschiedlichen Ebenen dieses Schachtes. Und ja, es ist sehr viele klassische Dungeon-Crawler-Elemente drin.
Das ist im Grunde genommen also ein Rollenspiel, ein recht simpel gehaltenes, puristisches Rollenspiel, Adventure-Ding irgendwie. Und wie sie schon sagte, das Genre nennt sich Immersive Simulation. In den 90ern habe ich immer gerne Ultima Underworld gespielt. Das war so das erste Rollenspiel, wo man irgendwie alles konnte. Man hatte Jump-and-Run-Elemente, es hatte Dialoge, es hatte irgendwie Kampfsystem, Fernkampf, Nahkampf, alles irgendwie. Und das sind so die Kernelemente unseres Spiels. Und ein weiteres Kernelement, wie ich das vielleicht antizipieren kann, ist das Ruhrgebiet natürlich. Warum ist das für euch so besonders und wie spiegelt sich das in eurem Spiel wider? Wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, ne? Wir leben da und lieben das, da zu leben. Es gibt unglaublich viele alte Industriekulturorte, Ruinen, so ein bisschen Fallout-Feeling. Und das haben wir immer schon in die Spiele, die wir gemacht haben, einfließen lassen. Und diesmal, glaube ich, haben wir es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Wir haben gedacht, dann lasst das einfach stattfinden in einem Minenschacht und haben sehr viel auch aus dem Ruhrgebiet genommen, tatsächlich, um hier wiederzuspiegeln. Das heißt, es ist nicht klassisches Fantasy, klassisches Mittelalter-Fantasy, sondern Ruhrpott-Fantasy. Und man findet entsprechend auch modernere Dinge in der Mine. Man kann auch zum Beispiel Bilder finden aus dem echten Ruhrgebiet. Wir hatten Kooperationen mit der Zeche Zollverein, der Zeche Bonifatius oder der Zeche Holland. Und die kann man als Bildmaterial oder in kleinen Geschichten von Bergwerkleuten auch darin finden. Und das spielt auch eine Rolle, also dass das eine Minengeschichte ist, sowohl in der Lore als auch in verschiedenen Easter Eggs oder Gimmicks. Das finden wir schön, da fühlen wir uns wohl. Auch sprachlich kommt uns das entgegen, weil die Leute, die im Ruhrgebiet einem so begegnen, auch so reden würden wie Leute, die einem vielleicht hier begegnen. Ja. Und das ist einfach schön. Wir mögen es auch mit Sprache zu arbeiten. Wie man hier sieht, wie dieses rotäugige Mannequin, was man hier gesehen hat, ist zum Beispiel ein Gramler. Und wenn der böse ist, dann grämt der. Ja. Und wenn nicht, dann kann man mit den Gramlern halt sprechen, so wie Björn gesagt hat. Und sowas mögen wir gerne. Ja, das klingt auf jeden Fall toll. Und ich würde euch gerne noch fragen, wie denn die Community bisher reagiert hat auf euer Spiel. Also wir haben überraschend wenig Negatives gehört bisher. Sie waren am Anfang skeptisch, wussten nicht so genau, was auf sie zukommt. Und Immersive Simulation heißt halt auch, dass es ein immersives Spiel ist, dass man das einen in die Welt reinsaugt, dass man sehr nah da dran ist. Deswegen auch Ego-Perspektive. Man muss wirklich in die Ecken schauen, man ist mittendrin im Geschehen. Und der Sound macht eine ganze Menge aus. Und diese Atmosphäre, die haben wir wohl offensichtlich irgendwie ganz gut eingefangen, dass die Menschen tatsächlich sagen, oh, schade, dass es jetzt vorbei ist, wann kommt denn das Spiel raus? Also die haben auf jeden Fall irgendwie, scheinen wir da einen Nerv getroffen zu haben, ja. Das hat uns sehr gefreut bisher. Man sieht zum Beispiel die meiste Zeit im Spiel auch nicht viel an Hat-Elementen oder so. Ja. Also wir versuchen wirklich, das sehr rein und clean zu halten, dass nichts ablenkt, dass man wirklich das Gefühl hat, man sei die Figur, die da ist. Ja. Damit man eine Entscheidung trifft zum Beispiel, was würde ich denn machen, wenn ich in der Situation wäre? Wir mögen es, wenn Spieler selber nachdenken, wenn sie eigene Entscheidungen treffen und nicht, dass das Spiel dir sagt, du musst jetzt hier hin, geh doch mal zu den Pöppel oder so. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch in den Dialogen oder in den Quests echte Entscheidungen eingebaut, damit es eben nicht egal ist, was man macht, sondern Konsequenzen hat. Gab es dann vielleicht auch Vorschläge aus der Community, wo ihr sagt, ja, okay, das hat irgendwie Hand und Fuß, das übernehmen wir gerne? Auf jeden Fall, weil am Anfang kann auch sehr oft zum Kampf kommen. Ja? Und hier dieses rotäugige Kerlchen da schmeißt dann in einen Knast, wenn es dich erwischt. Und dann haben wir das irgendwie so gemacht, dass es einen gewissen Tagesablauf hat, den man sich auch merken kann. Und dann versucht man irgendwie daran vorbeizukommen. Und dann haben die Menschen, die unser Spiel gespielt, damit echt ein Problem gehabt, das zu lesen und wollten gerne dann vorbeischleichen. Und dieses Schleichelement, dass man im Licht gesehen wird und im Dunkeln halt nicht, dass es dann an einem vorbeiläuft, sind so Dinge, die die Community uns gesagt hat. Und das hat dann Einzug gefunden in unser Spiel. Das heißt, da sind sehr viel mehr Schleichelemente drin, als wir eigentlich ursprünglich geplant hatten. Und mittlerweile ist es ein Festbestandteil dieses Spiels. Also man kann schleichen, man kann das Spiel auch tatsächlich durch Stealth-Elemente oder so meistern, muss es aber nicht. Das hat die Community für uns im Grunde genommen
so entschieden, dass wir dann da mehr schleichen können jetzt. Okay. Außerdem waren wir damit jetzt zum Beispiel, dass die 3. Messe und man merkt, also bei der ersten hatten wir eine erste Demo-Version und die Leute spielen das dann und geben Feedback und einige Sachen sind vielleicht noch unrund und funktionieren nicht so richtig. Hier zum Beispiel ist man eingesperrt in einer Zelle und sehr viele Leute haben einfach nicht rausgefunden, das ist so ein kleines Rätsel. Und dann haben wir dann zum Beispiel noch so ein bisschen Hinweise hingestreut, kleine Geschichte mit einem Zettel hingelegt, damit wir die Leute so ein bisschen drauf stupsen, was sie hier machen müssen. Und solches Feedback ist total wertvoll, um zu schauen, wie können wir das denn jetzt so rund machen, dass die Leute eine Herausforderung haben, aber trotzdem klarkommen. Und deswegen ist diese Demo, die wir jetzt zur Gamescom mitgebracht haben, in Halle 10.2 hier, sehr viel runder und das merkt man sofort beim Spielen. Und wie gefällt euch denn euer Dasein als Indie-Entwickler? Ich meine, ihr habt ja schon Großes vollbracht hier in der Gaming-Branche. Wie ist das jetzt für euch so, von vorne anzufangen und quasi euer eigenes kleines Spiel erstmal zu bauen? Am Anfang waren wir sehr schockiert, dass unser Studio zumachen musste. Aber dann haben wir uns gesagt, okay, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis wir uns sicher waren, wir wollen weitermachen, neu machen und so. Und das Erste, was wir machen mussten, war tatsächlich die neue Technik und die neue Situation, neue Jobs im Grunde genommen, alles, was vorher verteilt war auf viele Köpfe, selbst machen, also selbst Publishing betreiben, eine neue Engine zu lernen, die Unreal Engine. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um Systeme zu entwickeln, die gebraucht werden, um so eine Art von Spiel, wie wir sie jetzt hier haben, tatsächlich zu meistern. Das war die größte Herausforderung. Und da haben wir auch gemerkt, dass es tatsächlich sehr befreiend ist, wenn man sehr viele Sachen sich darauf konzentrieren kann, wirklich nur am Spiel zu arbeiten im Wesentlichen und an den neuen Sachen, die dann dazu kamen. Das war schon sehr schön, dass man sein eigener Herr wieder ist, wieder in der Garage sitzt, so in dieser obligatorischen, fühlte sich an wie in den 90ern am Anfang, wo man halt angefangen hat, irgendwie Computerspiele zu mögen und dann in so einer Nische zu agieren und so. Und das war eine Aufbruchsstimmung tatsächlich. Ja. Darüber hinaus kommen sehr viele Indies auch zu uns, weil wir halt schon so lange dabei sind. Ja, viele Erfahrungswerte, total schöne Gespräche zustande. Das ist zum Beispiel ein ganz toller Aspekt, dass man das Gefühl hat, man kann sich gegenseitig bereichern im Bereich der Indies. Ja. Das finde ich so schön. Ich finde es toll, dass ihr immer noch am Start seid, dass ihr immer noch weitermacht. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Spiel und vielen Dank, dass ihr uns heute besucht habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Schaut wieder rein. Gerne. Ja, das war's von mir hier erstmal aus dem Studio, aber für euch heißt es natürlich dranbleiben, denn wir haben noch andere, weitere spannende Themen für euch. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,500 exhibitors, the biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. And we're just getting started. Ready to jump into some gameplay? Then get set for Gamescom Opening Night Live, featuring the major announcements and brand new game trailers. Less watching, more playing? Then stop by Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from beloved indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indies, our show featuring the hottest new titles from the scene. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Join live shows, esports tournaments, and creator events at the Gamescom Event Arena. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website gamescom.global and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. While you're there, make your voice count in the Gamescom Award. Vote for the most exciting games, groundbreaking products, and jaw-dropping innovations presented here at Gamescom. Do you remember our incredible friends and gaming experts from IGN? Of course, they're back, hosting full days of Gamescom studio live streams on Twitch and YouTube. Oh, hey, AP, crashing the party. You'll find our all-time favorite RPG Gamescom epics on our website. Join the community and grab your loot. Now moving on to something that is very important to us, our initiative Gamescom Cares. We want to shine a light on social and environmental responsibility.
In order to reduce emissions, Gamescom runs on 100% renewable energy. Just as important, accessibility is key for us. Gamescom should be a safe, inclusive space for everyone. Speaking of inclusive spaces, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music, awesome shows, and all kinds of fun. Did we mention? Entry to the City Festival is free for everyone. Welcome to the playground. Welcome to Gamescom. Ich bin zurück in der Indie-Arena-Booth und ich habe mir natürlich wieder mal ein Spiel ausgesucht, was meinen Namen schreit und habe mir auch eine Person gesucht, die mir etwas darüber sagen kann und das ist der gute Kevin. Hi Kevin! Hello! Nice to see you! Oh, likewise. Ah, thank you. The games we make, that's the game we're talking about right now. It's in the background. What kind of game is this? It's a little meta. I mean, the games you make. It's a bit of an indie dev simulator. It's a little narrative forward, though. Life is getting in the way of making a good game. So for some indie devs out there, it might be a bit too real. Okay. You know, your mom's calling, the dishes are piling up, gotta water your plants. But all while it's happening, you're in your apartment, you have your workstation there, you sit down, get to work, you start making your game. It's a platformer, it starts very basic, and you can add graphics, sound effects, music, choose your mechanics. It's all kind of packaged in this like deck builder of sorts. So you pull 3 cards, perhaps you want to implement a new title, or put those graphics in, some particle effects, whatever. And once you put it in there, might be challenging to put it in, take a long time, or very fast. Perhaps when you put it in, you introduce a bug. So I want to play as a goat. I'll play as a goat this time. You put it in, play the game, and your goat's upside down. And you're like, you know what? That's awesome. Not a bug, it's a feature. So it's like making a game, you know? That sounds kind of interesting. It's just a platformer, right? Or are there any other hidden elements in it? It's kind of it's a bit multi-layered. So it's a 3D first-person perspective in your apartment. But then, yeah, you're stepping into that game you're making. And so that gameplay, it's not our game that we've made for you to play. It's the game the player is making to sell to the market. So being it's a narrative game, we're looking to have kind of multiple weeks. It's a week long to make a game. It's a dev cycle. So once you've made that game, you publish it, choose your publisher, different deals available, right? And hopefully make enough money to live and make more games. And can you actually play your game that you do? If I'm not playing the game I'm making, how do I know the game's good, right? So, I mean, yes, you're looking to make money on this game you made, so hopefully you're playing it and saying, you know what, this game slaps, it's awesome. Or if it's too boring or too hard, it's too full of bugs, then no one's going to buy it, right? So you should play your game you're making to make sure that it's worth playing. So are you hoping to get people into game developing by playing this game? I mean, perhaps that's a gateway, perhaps. It might just be something of a window into what our lives are like, yeah. And how far are you with developing this game? Is it coming out anytime soon? We're doing pretty well. It's not coming out soon. We're hoping to have a demo online later this year.
But one thing I should mention as well while I have you, one really fun thing. I work in audio for the game, so we have a podcast in the game with real-world game developers, actually. So you can throw on the podcast on the radio next to you in your apartment and just work in your game while you're going right now. So in this build, we have the lead developer of Tunic, Andrew Schuldeis, just like talking about that, because I was the audio director on Tunic, actually. So yeah, just like listen to Andrew's approach to game development and perhaps use that to inspire your own approach. So. That's really cool. That's such a good idea. I will just play that game to listen to the podcast now. I mean, yeah, it's. I feel like it's kind of a fresh idea, so we're looking to get. It's a chance to flex our connections too, you know. Yeah. All right, thank you so much for sharing this with me. It looks really, really cool, and I hope to play the demo soon. Thanks so much. Of course. Ja, Leute, schon wieder ein sehr einzigartiges Spiel, das wir hier gesehen haben. Ist ein bisschen Meta, ist vielleicht nicht für jeden, aber ihr könnt dann lernen, wie man Spiele entwickelt. Wie im echten Leben. Hi, I'm John. And I'm Rob. And together we're Bad Viking. We're brothers and developers of the indie hit Strange Horticulture. Ever since we released our cozy game set in an occult plant shop, we've been itching to return to the dark and mystery-filled streets of Undermere, and we're excited to be doing that in our new game, Strange Antiquities. This time you take on the role of apprentice thaumaturge, nestled in a small candlelit shop, studying and dealing in arcane artifacts, as the wind and rain rage without and Jupiter the cat purrs on the counter within. Once again, you'll be collecting, cataloguing and identifying as you cater to the needs of Undermere's curious locals. But this time we're building on our ideas from Strange Horticulture and taking the detective work a little further. Let's take a look at some of the tools that will help you distinguish an Ossic ring from a Morgan's Folly. First up, we have the Closer Inspect system, which you can use to touch, feel, smell, and observe things in more detail. Have these horns been worn smooth through use? Does a part of this item feel uncomfortably cold? Or does it induce a feeling of rising dread that causes you to question your sense of self and drives you to the edge of sanity? You'll need to pay attention to detail in Strange Antiquities. After all, an item that cures Hobbes' fear may be sitting next to another that induces Braxis. Luckily, you'll have a handful of esoteric tomes to assist you. There's the Guide to Occult Objects, full of descriptions, sketches and clues, as well as a useful index in the back to help you find the item you're looking for. This entry, for example, tells you that a shield charm makes use of the art of symbology. Fortunately, you have a book on that too, so that you might decipher the meaning of these strange symbols. Also, a guide to gemstones and their thaumic properties, in case you need to learn about dark stones for dark purposes. There's plenty more to discover. New maps to explore, a cast of intricate characters to meet, secrets to uncover, and a dark mystery waiting for you to investigate. But for now, we'll leave it at that. See you soon in Strange Antiquities. Meine lieben Freunde, ich habe gerade Strange Antiques angespielt. Und das ist ziemlich einfach erklärt. Es ist ein kleines Cozy-Game, wo man einen Antiquitätenladen managt, weil der eigentliche Besitzer für ein paar Tage unterwegs ist und uns wird als quasi Auszubildende die Verantwortung überlassen. Da kann man natürlich auch einiges Schindluder mittreiben, wenn dann die Gäste reinkommen und irgendwie Fragen haben oder etwas ganz Bestimmtes suchen. Gibt es ein Nachschlagewerk, da könnt ihr dann gucken, okay, welchen Gegenstand könnte ich wohl dem Typen verkaufen, der zu Hause irgendwie einen Geist oder einen Werwolf hat oder sowas. Also es ist ein ziemlich simples Spiel. Ihr macht eigentlich nicht viel mehr, als Gegenstände euch anzugucken und rauszufinden, was haben die für Eigenschaften und dann den richtigen Leuten zu verkaufen. Wenn man Bock auf diese Art von Spiel hat und wenn man Cozy Game Fan ist, dann ist das bestimmt nicht verkehrt.
Tja, und hier stehe ich jetzt bei dem Booth mit der längsten Schlange, zumindest gestern noch. Da ging das Ding fast einmal um den ganzen Block. Da gab es wahrscheinlich auch ein Special Giveaway. Heute hat man tatsächlich die Gelegenheit, sich hier in normalen Umständen anzustellen, um sich ein bisschen umzuschauen. Ja, Love and Deep Space, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist ein Mobile Game, wo ihr verschiedene Charaktere daten könnt. Und mit denen könnt ihr dann verschiedene Level freischalten und unter anderem somit auch verschiedene Intimitätslevel. Ihr sucht euch am Anfang den Boy aus, der euch am besten gefällt oder der den besten Playstyle hat. Denn ja, nicht nur datet ihr die Figuren, sondern ihr spielt die dann auch in so PvP, One vs. One Situationen. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um und ja, gucken mal, ob wir geromanced werden. Ja, der hier ist super dreamy, der hat einen Mond dabei. Das heißt, der ist bestimmt so ein bisschen ruhigerer, coolerer Typ. Ja, das ist der Raphael, der ist ein bisschen mehr auf der künstlerischen Seite, so ein einfühlsamer, bisschen romantischer, ein Poet, ja, also für die verträumteren Girlies oder für die vielleicht ganz viel Alltag haben und dem so ein bisschen entkommen wollen und deswegen jemanden haben möchten, der sie ein bisschen entführt in die Welt der Kunst und der Fantasie. Yeah, of course. Yeah. We're just doing a booth tour a little, but please keep being here. That's very good. How's the booth tour going? Yeah, I'm having a good booth tour. How's your booth tour going? I mean, it's going well. I mean, there's so many amazing fans that keep coming by, and it's I mean, you can see everybody that's over here, and it's been such a wonderful experience. I mean, Gamescom always has it. Every single year, people show up, and it's such a wonderful experience. And I mean, Love and Deep Space is doing it the right way, so. No. Are you just doing this as a hobby, or? No, so I work as a cosplayer for a lot of different game companies, and basically they bring me from across the world to basically bring their characters to life, and it's a fun job. Gotcha. And do you always, when they, let's say they hire you, do you always know the character, or do you sometimes have to do a bit of research before, or maybe is that how you learn new games? So I'm a monstrous nerd. I gotta say it, like serious nerd. From Warhammer to Halo, that's my jam. But 99% of the time I know the games ahead of time. But I when I don't know, I go and jump on it. Most of the time I become addicted 3 weeks before. But it's yeah, that's me. So the character that you're doing today, can you maybe give us one or two pieces of insight? Of course, I can give you the nitty gritty. Silas is the Silas. He is the head of Omnikindness. His awesome sidekick, Mephisto, behind me. But he's basically a dragon. But he is 1,000 years old. Super cool character. Toughest in the. I mean, you can look around. He's pretty tough. But he's also one of the fan favorites. People love him because he's such a heartwarming character with a tough exterior. So. And how long did you take for the whole outfit and getting ready? So, fun thing, my team's been working on lots of different projects for Gamescom. So we were basically managing 5 different costumes for Gamescom, but this one specifically took about a week. So it's nothing too crazy, as it's only the fabric side. We normally have armors and swords and everything that comes with that. Yeah, it's not like a huge armored guy with stuff. It's more like, just have to look good. And so that's easy for you. Ja, das war's aus dem Love and Deep Space Bereich. Hier könnt ihr hinkommen, wenn ihr ein bisschen flirten wollt, ein paar lustige Interaktionen mit Cosplayern haben wollt und einfach mal ein paar zumindest ähnlich große Size-Modelle sehen wollt von den Leuten, die ihr da an eurem Telefon daten könnt. Ich gebe zurück ins Studio und guck mal, ob sich hier noch jemand bereit erklärt, mit mir ein bisschen rumzuflirten.
final gift is right here. Are you enjoying yourself? Nimble like a flying fish. My usual workload in dealing with troublesome patients requires them. I'm not drunk. I've changed my mind now. Is that okay? You, don't pinch me. Willkommen zurück, meine Lieben. Und ich bin traurig, denn das ist nicht nur ein Willkommen zurück hier im Gamescom-Studio mit IGN auf der Gamescom 2025, sondern auch ein Goodbye. Der Sonntag ist durch und damit für uns auch die Messe. Ja. Anne, Leo, wie fühlt ihr euch? Erschöpft, aber glücklich. Ja, auch, ich auch tatsächlich. Also Das ich kann ist- noch reden, das ist erstmal schon mal der größte Gewinn für Großer mich. Fortschritt vom letzten Jahr. Ja. Das ist auch so irgendwie immer die Core-Emotion. Ne? Also man kommt hierher, man ist pumped, man Ja. ist ready und dann zum Ende ist man in so einem Tief, weil man weiß, man fährt jetzt wieder nach Hause in sein normales Leben. Ja. Aber bevor wir das tun, es gibt noch einiges zu besprechen. Der Sonntag war nochmal vollgepackt, aber wir gucken auch zurück. Die ganze Woche de facto. Was waren eure Highlights? Ich fange mit Leo an, weil Leo war im Field. Leo war unterwegs, Leo hat die Boosts gesehen, eine nach der anderen. Du hast die Stars getroffen, den Demigorgon bei Netflix am Stand. Im Haus hat er sich versteckt. Was war dein Highlight? Also eins meiner Highlights zum wirklich so Durchspielen war tatsächlich dieses Projekt EVA. Das war diese Virtual Reality, wir schießen uns da ab wie so Paintball, aber eben mit VR und mit Respawn und so. Das war halt schon ziemlich cool. Das hat einfach Spaß gemacht, das war witzig, ich war voll drin. Ich habe mir das auch gedacht, ja, das könnte man richtig gut mal auch als Teamtag machen. Ich hatte sofort Bock, euch da auch hinzuschleppen. Ja, das ist klar. So Teambuilding-Maßnahme, wo ich aus Versehen in euch so reinlaufe, dass ihr auseinanderfallt. Genau. 1000 Teile zerbrecht. Endlich kann ich in den Kopf schießen, wie es sich Wow. Das ja, wusste nur ich. vorsehen. Ja, brutale Nein. Killerspiele. Also wir sind da ja tatsächlich auch dran vorbeigelaufen und ich dachte mir, das ist erstmal eine riesige Arena hier innerhalb der Halle. Also wir sprechen hier wirklich von so einem, das sieht ja aus wie so ein kleines Fußballfeld. Ja. Und wir sehen hier auch gerade so schön, wie die alle im Hintergrund irgendwie mit diesen Brillen hin und her laufen und Das ist keiner so sieht cool. wirklich was. Aber die in der VR selber stehen sie ja dann doch voneinander. Ja, und ich finde das halt spannend, weil die brauchen dafür natürlich diese Arena, damit halt keiner ineinander reinläuft, auch wenn sie dann, ne, wenn du dann in dieser, sag ich mal, Dead Zone bist, ja, dass du da nicht in andere Menschen reinläufst und das machen die, glaube ich, so ein bisschen mit AI, aber auch mit irgendwie, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie wollten mir natürlich auch nicht gleich alle ihre Geheimnisse verraten, aber das war auf jeden Fall Wir haben aber auch richtig richtigerweise cool. Manu da reingeschickt. Ja, das war super. Das sah toll aus. Manu läuft Der da lief durch. da schön im Hintergrund durchs Bild. Guck mal, sie hier, unsere Mausi von TikTok, die macht hier schon, weißt du, die legt schon hier das Ding ordentlich an. Aber ich finde es tatsächlich, es ist, sage ich mal, innerhalb der Gamescom war das schon besonders. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor ein paar Jahren hatten wir irgendwo in Halle 10, war das mal so ein kleiner Bereich, wo man das ausprobieren konnte, wo das wirklich, das war so eine Randerscheinung und da hat jeder sich noch gefragt, ob das mal groß wird. Und jetzt haben wir hier wir sind hier in Halle 7, das ist de facto ein bisschen weiter hinter uns, es ist wirklich ein großer Bereich, also wie so ein kleines Fußballfeld de facto, wo da ein Dutzend Leute sich gegenseitig über den Haufen läuft. Also ich fand es sehr faszinierend. Ich fand's cool und ich fand's auch irgendwie cooler, als ich dachte, dazu zu gucken von außen. Eigentlich hat mir das auch voll viel Spaß gemacht. Ich fand das so lustig, wie die da rumgelaufen sind. Also Aber das war auf jeden Fall ein Highlight. Apropos Spaß, Anne, du hattest ja auch ganz viel Spaß im Studio. Ja. Du warst ja neben mir sozusagen die Studio-Queen dieses Jahr. Was war dein Highlight? Mein Highlight, das ist eine gute Frage. Ich hatte so viele tolle und interessante Gäste hier. Ich fand es ganz geil, mit dem Head of Gamescom zum Beispiel zu sprechen, um den mal so ein bisschen auszuquetschen.
was eigentlich seine Aufgaben sind, wie das alles hier organisiert wird und so. Also das finde ich auch auf jeden Fall spannend. Ich hatte voll viele Entwickler. Wir hatten die Leute von Ninja Gaiden hier. Wir hatten die Leute, die Disco Elysium gemacht haben mit ihrem neuen Projekt hier. Viele. Es sind immer viel zu viele. Es vermischt sich so Ende der Gamescom alles so in meinem Kopf. Theoretisch müssten wir uns ja unsere eigenen Livestreams dann nochmal angucken, um überhaupt rauszukriegen, welche Interviews wir am Ende geführt haben. Ich vergesse, der Tag ist vorbei und ich vergesse, wird bei mir sofort gelöscht. Ich bin dann ready für den nächsten Tag. Das ist wie so ein Reset. Das ist total verrückt. Das sieht man sonst nicht. Das ist nur auf der Gamescom so. Ich war aber auch draußen und ich habe tatsächlich Resident Evil gespielt. Und das war richtig hart. Also das war eine richtig hardcore Erfahrung, weil die sich auch wieder so eine fiese Demo ausgesucht haben, wo man nur schleichen darf und keine Waffen hat, weißt du? Dann, ach schön, ja. Dann hängst du da drin in diesem, was auch immer das ist, und musst dich da befreien und läufst dann durch dieses Haus und da wartet, so ein bisschen wie bei Alien Isolation, wartet halt so ein ekelhaftes Vieh die ganze Zeit auf dich. Der neue Verfolger sozusagen. Und du kriegst einen Herzinfarkt alle 2 Sekunden, weil wenn kein Licht brennt, dann snackt dich das Vieh einfach weg. Ja. Und aber dafür spielen wir ja solche Spiele, ist ja selbstgewähltes Leid. Ja, das stimmt. Ja, die sind auch aber immer sehr lichtdurchflutet, so eine Horrorspiele. Das ist also total typisch für Horror. Ja, auch letztendlich die Boosts sind ja auch so angelegt, dass die atmosphärisch schon so rüberkommen. Ja, exakt. Ich meine, Resident Evil hat ja auch ein paar Gamescom Awards gewonnen, verdienterweise. Ja. Es ist tatsächlich auch eins der Highlights der Gamescom überhaupt. Da hat Capcom wieder ganze Arbeit geleistet. Also das ist vom Stand komplett durchdacht. Du hast die Demo, die ist fantastisch. Und du kannst ja bestätigen, es ist nicht nur, sage ich mal, so ein gezwungener Schockeffekt, sondern die Leute schreien auch tatsächlich, wenn du da dran vorbeiläufst, du hörst sie, wie sie sich erschrecken. Ja, auf jeden Fall. Also ich saß ja dann stand da mit irgendwie 30 Leuten, die wir dann gleichzeitig spielen können. Ja. Und du siehst halt, wie dauernd irgendjemand zuckt oder sich erschreckt und schreit. Es ist schon sehr lustig gewesen. Und was natürlich auch ein Highlight war die Opening Night Live. Ja. Da war ich vor Ort, habe im Publikum gesessen und habe mir dieses wunderschöne Musikstück zum Beispiel angehört von Claire Obscure. Das war pure Gänsehaut, das war fantastisch. Akustikversion, das ist auch auf jeden Fall eins meiner Highlights. Apropos, habe ich gestern durch Zufall gesehen, Ben Starr läuft auf der Gamescom rum, mehr oder weniger inkognito. Er war nicht hier, warum? Warum saß er uns nicht gegenüber? Weil wir das wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, dass der gute Mann hier ist. Ich war komplett geschockt. Wir sind ja Best Friends eigentlich, aber er ghostet mich seit neuestem. Was hast du bloß getan? Na toll. Das ist ein anderes Thema, aber ich war dezent enttäuscht, sagen wir es mal so. Nee, aber wenn wir gerade darüber sprechen, wie viele Leute spielen können, das ist tatsächlich, ich würde nicht sagen komplett neu, aber man merkt so einen kleinen Shift, dass die Stände, also die Booths hier auf der Gamescom, sich vergrößern im Sinne von, dass ihr mehr Fläche habt zum Spielen. Und das bringt mich auch zu einem meiner Highlights, Borderlands 4. Eine riesige Anspielstation. Also ich habe es nicht gezählt, aber es sind locker 30, 40 Leute, die da auf einmal spielen können. Und nicht nur so ein 10-Minuten-Piece, sondern es sitzt dann locker eine halbe Stunde. Und wir hatten auch Randy Pitchford hier im Interview. Da habe ich mich sehr gefreut, weil einfach Borderlands so eine Reihe ist. Da bin ich seit Teil 1 dabei. Ich habe bei Teil 2 geweint. Ich habe, keine Ahnung, bei Teil 3 bestimmt auch geweint. Ich werde bestimmt bei Teil 4 weinen und mich freuen. Das ist so ein krasser Mix an Emotionen, die diese Spiele auslösen. Und selbst bei The Pre-Sequel, bei den DLCs, wo du am Ende erfährst, warum Claptrap sich an nichts erinnern kann, selbst da schaffen sie einen unfassbaren Mix an Klamauk, an Rumblödeleien, an Brutalität und dann wieder dieser emotionale Punch, den du nicht erwartest. Und Randy hat schon so ein bisschen angedeutet, ja, das gibt es auch im 4. Das ist ihm generell immer sehr, sehr wichtig. Das ist so die DNA einfach der Borderlands-Reihe. Und wir sehen hier einfach gerade wieder diesen Wahnsinn. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das ist tatsächlich neben der Booth an sich, die unfassbar groß ist, eins meiner Gaming-Highlights gewesen tatsächlich. Wie schön. Ja. Was ich auch immer super geil finde, während ihr hier die Awards abfeiert, was nach sehr viel Spaß aussieht, bin ich ja immer unterwegs in der Indie-Halle. Und da gab es auch dieses Jahr wieder unfassbar coole Sachen zu sehen. Ich habe ein Spiel gespielt, das heißt Cat Me If You Can. Cat Me If You Can. Ganz viele Puns natürlich beabsichtigt in diesem Spiel. Da geht es einfach nur darum, du bist eine Katze und hast einen Fotoapparat und musst andere Katzen finden. Also das Spiel ist komplett schwarz-weiß.
Und es ist halt wie so ein Wimmelbildspiel, nur in 3D. Und du läufst dann durch verschiedene Themenwelten und musst Katzen fotografieren und sammeln. Und die haben doch dann so eine ganz süße und lustige Namen. Zum Beispiel sitzt da so eine Katze am See und angelt und das ist dann Sir Cat-A-Lot. Witzig. Toll. Witzig. Fantastisch. Großartig. Also das war auch eins meiner Highlights, einfach die ganzen Indie-Spiele mir anzugucken. Und ich habe vom Planetenverteidigungsgedöns, was so einen riesengeilen Namen hat, die haben da das komplette Cockpit quasi in real nachgebaut. Taste drücken. Genau. Ganze, und dann habe ich mir erklären lassen, wie dieses monströse Ding funktioniert. Und das war für mich auch ein absolutes, es fühlt sich halt geil an, wenn Weil du es ist ja tatsächlich nicht nur so ein Board, wo nichts funktioniert, wo du im Grunde genommen drauf drückst und es passiert nichts, sondern es ist tatsächlich nachempfunden und die Tasten, die du drückst, die machen auch was. Ja, genau. Also es ist komplett crazy. Ich würde einfach sagen, wir tauschen nächstes Jahr. Also du machst dann einfach die Awards und wir hängen so ein bisschen mit Katzen und das hättest du wohl gerne. Ja, aber da reden wir noch mal drüber, wie das nächstes Jahr läuft. Ich bin ein Riesenfan von den Awards. Das ist tatsächlich auch immer eins meiner Highlights. Ich habe so Bock mit euch immer das zu machen. Also einfach die Energie von den Leuten, die da einfach sich freuen. Ich mag das, wenn auch Spieleentwickler und Entwicklerinnen auf die Bühne kommen und sich dann auch mal ein bisschen ihren Applaus abholen. Klar, ne, wenn du dann mal einen Game Award mal irgendwie bekommst und dann auch wirklich ein Publikum dabei ist, das finde ich schön, das da denen auch ein bisschen zurückzugeben. Ja. Die Anno-Leute waren so süß. Ja, die haben uns wie geil ist es noch gesehen, wie die eine Polonaise und gemacht alleine haben. Das, und dann kam ja das so Booth-Team noch mit rüber, weil sie Best Booth gewonnen haben. Und dann standen die im Publikum und haben geschrien, wenn hier vorne auf der Bühne 6 Leute standen, die auch sich gefreut haben. Dann standen sie hier im Büro, dann standen sie hier im Studio und sie haben uns ein Logo mitgebracht auf Latein. Es war alles total verrückt. Leute, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Auch körperlich, emotional. Also auch mit der Show, aber wir sind am Ende. Wir sind leider am Ende. Ich freue mich trotzdem schon auf nächstes Jahr. Ich auch. Hab Bock. Und ich hoffe auch euch zu sehen. Und vor allen Dingen hoffe ich aber euch zu sehen. Und ja, ich würde sagen bis August 2026. Danke euch. Ciao.